ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Livestream heute Abend, zu einem weiteren Collector Talk, kann man es ja so sagen eigentlich. Aber wir haben mal wieder auch einen Special Gast mit dabei. Letztes Mal waren es die Omi-Homies, dieses Mal ist es Dr. Prophet. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Abend Zeit gefunden hast, Prophet. Ja, man bekommt dich ja doch sehr selten mal hier irgendwie vors Mikrofon. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute Abend da bist. Ja, vielen Dank, Captain, für die Einladung. Ich war ja schwer beschäftigt, vielleicht werde ich auch darüber reden, aber in letzter Zeit hatte ich für sowas wenig Zeit. Hatte dir auch mal versprochen, noch mal früher reinzukommen. Aber ab sofort könnte ich mir vorstellen, das öfter zu machen. Aber vielen Dank, freut mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, also ich meine, man hat es, glaube ich, gesehen, jeder in der Community hat es mitbekommen, was mit Stacker da abgeht. Ihr habt ja wirklich also muss man sagen, schon eine krasse Rallye hingelegt, jetzt auch in diesem Jahr, so von so einem Tool, wo man halt einfach nur Collectibles tracken kann, jetzt hin zu Omi2NFT, wirklich einem Feature, was wir schon seit Jahren eigentlich wollen. Das ist schon, muss man sagen, natürlich auch sehr zeitintensiv. Erst recht, wenn man natürlich da auch auf die Qualität achten möchte. Daher auf jeden Fall muss man, also ich glaube, da spreche ich für auch viele, muss ich sagen, wirklich ein echt geiles Projekt. Und Danke. ich glaube, wir hatten uns ja auch schon ein bisschen privat ausgetauscht. Also ich stehe da auf jeden Fall voll hinter Stacker, weil ich einfach glaube, dass das eine Plattform ist, auf jeden Fall, die wahnsinnig viel Potenzial hat in diesem Ökosystem. Bevor wir da aber vielleicht zu sehr reinsteigen, direkt am Anfang, ich habe nämlich noch was vergessen. Ganz wichtig natürlich, für mich persönlich jedenfalls, großer Dank hier natürlich auch an meine Kanalmitglieder, ohne die ja manche Sachen hier auch nicht so ganz möglich wären. Danke an Monidi, Whistler, Jatem, Martin, Ferryman, John, Hakan, Dynamint und natürlich MB. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall hier für euren Support. Und wenn ihr auch Kanalmitglied werden wollt, findet ihr hier unterm Stream die Möglichkeit dazu. Genau, vielleicht auch noch mal ganz kurz. Chris, Enrico, ich habe euch noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Erstmal auch schön, dass ihr natürlich dabei seid heute Abend. Hallo. Moin. Genau. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Wir werden heute auf jeden Fall eine Menge natürlich auch über Stacker sprechen, weil es meiner Meinung nach einfach so ein bisschen das aktuellste Thema ist, was wir hier auch gerade behandeln können. Und genau, also da würde ich tatsächlich auch gleich direkt mal reinstarten. Enrico, Chris, habt ihr denn eigentlich eine Frage vielleicht zum Anfang? Ich habe nämlich auf jeden Fall ein paar vorbereitet, aber ich möchte natürlich euch hier auch als Gäste natürlich den Vortritt lassen. Das ist ja fies, so jetzt gar nichts vorbereitet, einfach so reingeworfen. Ich hätte eine, theoretisch, aber ist eine Na dann Fun-Frage. hau raus. Ist eher so eine Fun-Frage, die sich wahrscheinlich jeder bestimmt in Vivi schon gefragt hat von Anfang an. Ich weiß auch nicht, ob du darauf antworten möchtest, ernsthaft oder nicht, kannst du dir selber aussuchen. Dein Name, war der speziell gewählt aus also offensichtlichen Grunde oder war das einfach just for fun irgendwie Zufall? Also mein Twitter-Profile Dr. Prophet existiert schon wahrscheinlich seit 2018. Und ich habe mir den irgendwann mal so als Spaßnamen ausgedacht. Der hat keinen enorm ernsten Hintergrund. Ich heiße jetzt auch mehr Dr. Non-Profit aktuell. Ja, ja. Oder Dr. Loss, habe ja schon einige Varianten von dem Namen gehört. Aber der hat irgendwann mal, also wie gesagt, mein Twitter-Profile hieß so. Und dann habe ich meinen Wevi-Usernamen so gewählt. Und so hat sich das entwickelt. Ah, cool. Okay. Ja, good to know. Also, ähnlich wie bei mir. Ich habe auch mein Tag ist eigentlich auch aus dem Gaming, kommt der. Habe den mit übertragen, einfach ein bisschen abgewandelt und hatte den auch schon ewig. Ich habe meinen, glaube ich, auch schon seit über 10 Jahren, wenn nicht noch länger. Ja, ich war früher im Gaming, hatte ich einen Handle, der hieß Dr. Death. Und Okay. also bei Shootern war das angebracht. Und ja, daraus hat sich das, ich habe irgendwas mit Doktor gesucht jetzt, soweit ich mich erinnere. Ja, cool. Und ja. Da fehlt ja eigentlich nur noch so ein Doktor-Umhang eigentlich, finde ich. Also ich weiß nicht, mal gucken. Vielleicht kann man ja daraus mal einen coolen Gag machen. Ja.
Ich habe eine Frage an dich und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich ziemlich viele sich gestellt haben bei dem Omi2NFT-Announcement. Warum übernimmt das Stacker diese Funktion, beziehungsweise bietet diesen Spielraum, diese Funktion anzubieten? Und warum macht das nicht Vivi selber? Also, natürlich auch hier wieder, wenn du auf die Frage eingehen kannst, würden wir uns da natürlich sehr drüber freuen, aber natürlich Mhm. wissen wir auch, dass du da vielleicht auch nicht auf alles im Detail eingehen kannst. Ja, ich kann, glaube ich, das so wiedergeben, wie Foster das auch auf Twitter wiedergegeben hat. Es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, regulatorische Überlegungen. Und das Problem ist ja eher der Lack of, also dass es nicht klar ist, wie gewisse Sachen reguliert sind. Und Neuseeland ist auch nicht besonders freundlich in diesem Bereich. Und da gab es irgendwann mal die interne Entscheidung, dass es sehr, sehr schwierig wird, das auf einer App zu machen. Es gibt dann noch die weiteren Sachen, dass du auf einer App ja eigentlich keine Crypto-Custody haben kannst oder dann wiederum andere Sorten von Lizenzen brauchst. Und eine Third Party macht halt einiges einfacher. Und ich glaube, deswegen konnten wir auch einige Sachen anders machen, als die Vivi hätte machen können. Oder vielleicht auch, sagen wir mal, zumindest schneller. Aber regulatorische, sag ich mal, Bedenken waren der ausschlaggebende Punkt. Also, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, ist es nicht unbedingt sozusagen, dass es halt verboten ist, sondern halt einfach eine zu große Unsicherheit da ist, dass halt, wenn dann irgendwie der Staat sagt: „Nee, wir interpretieren das halt so“, dass dann halt gegebenenfalls irgendwie eine Strafe folgen könnte, ne? Also, es ist halt irgendwie nur das Risiko halt da, dass was passieren könnte, weil es halt so unklar ist. Ja, Also also gerade in USA gibt es halt keine Klarheit, wie gewisse Sachen reguliert werden. Und es ist fast besser, eine striktere Regulierung zu haben, aber Klarheit, mhm, das Gift ist eigentlich, wenn es nicht reguliert ist und keine Klarheit herrscht. Ähm, ja. und ich denke mal, also ohne jetzt mal ähm, wenn ich jetzt spekulieren müsste, es ist halt einfach, ähm, auch Apple hat oft Applikationen rausgeschmissen mit Krypto. Und das ist ja das Letzte, was sich Vivi erlauben wollte, dass wenn du jetzt Crypto Custody, man sieht das ja übrigens auch es ist ja nur auf der Web-App, ne? Ja. Dass du jetzt auch dein Omi Web Wallet siehst. Du siehst es nicht in der Vivi-App. Das heißt, die Leute hätten sich so oder so schon mal, wenn überhaupt, auf eine Webseite einstellen müssen, was ja für manche immer noch so ein bisschen problematisch zu sein scheint. Ja, ich meine, jeder ist Oder da halt irgendwie, ne, hat da so seine Sachen, die er halt irgendwie besser findet oder also, ich weiß nicht, ich persönlich bin da ehrlich gesagt auch 'n Fan mehr von Apps. Ich finde jetzt so Browser-Anwendungen nicht schlimm, aber, im Endeffekt ist natürlich 'ne App irgendwie 'n bisschen bequemer häufig, habe ich jedenfalls so das Empfinden. mhm. Und Aber ja. und das war jetzt natürlich die große Challenge bei Stacker. Wir haben ja auch die Wallet schon öffentlich gemacht, also die kann jeder testen unter walletstacker.world. Diese Wallet so zu machen, dass die eigentlich sich dass du dich wie ein Web2-User fühlst. Mhm. Du musst es nicht mit MetaMask verknüpfen. Wir werden es vielleicht später nochmal mit Coinbase Wallet verknüpfen. Aber der normale Mobile-User kann das eigentlich benutzen. Sieht immer ein bisschen schöner aus auf dem Desktop. Aber man muss jetzt kein Web3-Experte sein oder sich nicht mit MetaMask rumschlagen, weil ich finde, Mhm. fast jede Webseite, wenn man die mit MetaMask navigiert, ist die halt 5 bis 10 Mal behäbiger. Und wir haben da so ein paar Sachen gemacht bei Stacker. Wir machen Gas-Sponsoring, also die Transaktionen werden gesponsert. Man braucht kein ETH. Das Onboarding ist ganz einfach. Also Mhm. wenn man seine Omeo-Token drauf hat, was auch sehr einfach sein wird, weil wir Bridges bauen oder gebaut haben. Einmal, du brauchst halt kein Ether, Mhm. um eine Transaktion zu machen, weil wir zahlen diese aktuellen 0,3 Cent pro Transaktion, die sponsern wir Stacker. Und damit hat der User ein extrem gutes Onboarding und Zugriff auch auf den Uniswap-Pool, kann halt zwischen USDC und OMI tauschen Mhm. und kann gleichzeitig alle Sachen auf Stacker machen. Also man wird auf Dauer alles Mögliche auf dem Base Layer machen können.
Ja, ich habe das ja auch schon selber getestet. Das ist wahnsinnig angenehm und, äh, super smooth gelaufen. Also, ich kann das ehrlich gesagt halt auch nur so wiedergeben, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Es ist halt super userfreundlich für Web2-Leute im Prinzip. Also, was ich auch klasse finde, dass ihr da halt die Fees sponsort. Da wäre für mich halt die Frage, natürlich 0,3 ist jetzt ja, pro Transaktion ist jetzt nicht so super viel, aber das läppert sich ja über die Zeit, wenn sozusagen das Gesamte dann auch wirklich live ist. Wie lange plant ihr das sozusagen auch zu Für immer. finanzieren? Für immer. Es wird ja auch Für immer. immer, der Marktplatz hat ja auch Einnahmen und die sind natürlich in dem Fall viel größer als diese Okay. Gasfees. Gasfees sind nur lästig, wenn du halt viele Web3-Projekte haben. Der größte Abbruch ist, wenn jemand sich ein Konto anlegt, dann hat er ein Wallet und dann ist er bereit, was zu kaufen, hat vielleicht sogar USDC drauf und plötzlich braucht er noch was Zusätzliches, nämlich Ether. Und das ist das Lästigste und das ist überhaupt kein Problem, diese Gas-Transactions zu sponsern. Ja. Also, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, macht das Ganze deutlich leichter, als bei MetaMask beispielsweise. Und, ich habe jetzt letztens auch gesehen, den Tweet von dir, dass ihr da anbietet, sozusagen diesen Key, den man ja dann hat, für das Wallet auch zu exportieren. Ja. Habt ihr da schon auch erste Reviews von den Testern, wie das, funktioniert? Also zunächst mal benutzen wir ja diese Technologie von Privy. Also Privy ist der Anbieter von diesem Embedded Wallet. Also man muss jetzt auch nicht Stacker vertrauen, man muss Privy, wenn überhaupt, vertrauen. Aber Privy hat auf sozusagen auf deinem Rechner machen die in der Sandbox speichern die den Private Key ab. Und das heißt, der Private Key ist immer geschützt mit deinen biometrischen Daten. Also im Prinzip, wenn dein Rechner jetzt rumsteht ohne Schutz oder dein Handy und es dir jemand nimmt, dann hat er natürlich Zugriff auf dein Wallet. Ja. Aber er würde nicht schaffen, diesen Private Key, den kann man nur über diese Exportfunktion extrahieren. Und das heißt, Ah, wir bieten dem User an, dass er diesen Private Key und zukünftig auch den Passphrase exportieren kann. Und das heißt, er könnte dann Custody von seinen Tokens haben. Ja. okay. Also siehst du, der Private Key ist versteckt auf deinem Rechner, aber wenn jemand wirklich irgendwie misstraut und das ein Backup davon haben will, eigentlich, ganz ehrlich, ist es ein Backup. Die Leute sollten sich das, wenn überhaupt, als Backup speichern, hoffentlich nicht auf Google Drive, wo Google oder so Zugriff hat, aber wenn du das auf dem USB diesen Key speichern würdest und den dir irgendwo, dann hast du zumindest ein Backup. Nichtsdestotrotz kannst du immer über deine Wallet, also über deine E-Mail-Adresse, dein Wallet recovern. Okay. Das ist extrem geschickt. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche versuche ich mal ein Twitter-Space mit Preview zu machen, weil wir können, es gibt extrem viele Fragen, glaube ich, die Vivi-User haben werden über die Sicherheit des Preview-Wallets. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen über den Rahmen hinaus. Also wir halten das für sehr sicher. OpenSea hat auch diese Technologie eingesetzt. Wir können es auch in etwa dabei belassen. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Aber der User hat ein Self-Custody Ethereum Wallet. Das ist die wichtige Nachricht. Und damit haben wir nicht Custody von den Funds. Vivi hat nicht Custody von den Funds. Ist eine echte Web3-Applikation auf der Blockchain. Aber ich meine, das schafft also, glaube ich, auch bei vielen Leuten, die halt so Web3-affin sind, und ich glaube, das sind ja schon auch einige in der Fam so, die wird das wahrscheinlich dann schon auch sehr freuen, dass es halt auch eine echte Web3-Anwendung ist, halt nicht irgendwie so eine Web 2.5, 2,5 Anwendung, ne? Also, würde ich jetzt sagen. Genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ein bisschen jetzt, ich möchte jetzt schon fast sagen, über das Ziel hinausschießen wollen, weil Vivi hätte natürlich jetzt beispielsweise Omito NFT angeboten, möglicherweise auf der App, aber gewisse Web3-Features, die Web3-User gewöhnt sind, werden vielleicht unter den Tisch gefallen. Also die Base-Blockchain ist wirklich wahrscheinlich in Zukunft eine der wichtigsten Blockchains, wo
wo User onboarden werden, wo du zum Beispiel, wenn du einen Coinbase-Account hast, kannst du umsonst Dollar, Fiat in Dollar tauschen, in USDC, sorry, und für 0 Cent oder für 1 Cent auf die Base-Blockchain schicken. Und das heißt, wie das Onboarding von zukünftigen und aktuellen Usern wird sehr einfach. Und diese Bridges, die wir haben, sind auch immer so One-Click-Bridge. Dann kannst du quasi, wenn du OMI-Token auf dem Layer 1 hast, drückst du einen Knopf und dann sind die innerhalb von ein paar Sekunden auf Layer 2. Das heißt, wir werden das wirklich so weg abstrahieren, dass das, was IMX vorher jetzt gemacht hat, mit diesem Bridge, das war eine Qual. Ging nur mit MetaMask, da ist immer ein Pop-up aufgegangen. Und wir werden das Erlebnis meiner Meinung nach verfünffachen, verzehnfachen in der Userfreundlichkeit. Und wie du gesagt hast, am Endeffekt wollen wir das auch sehr einfach machen für andere Web3-User dann auch zu kaufen. Also das ist dann spätestens das ist dann der Added Value, den Stacker bringen kann, dass wir uns so aufstellen werden, dass die Applikation, dass du dich auch mit MetaMask einfach anmeldest und dann einfach direkt kaufen kannst. Ja? Also wir werden diese Flows ständig verbessern und vereinfachen. Ich denke mal, das ist auch, ich meine, hier, wir sind jetzt gerade mit 2 Jungs in einem Raum, mehr oder weniger, die jetzt nicht so ganz kryptoaffin sind. Chris ist, glaube ich, ein bisschen kryptoaffiner als Enrico noch, aber also ich weiß nicht, Jungs, wie hört sich das für euch jetzt an? Ist es so, ich meine, es ist noch ein bisschen abstrakt natürlich jetzt, weil es halt nur gesprochen wird und nicht irgendwie gezeigt werden kann, aber wie hört sich das so für euch an, als die nicht so wirklich kryptoaffin sind? Ich finde das schon sehr hart faszinierend. Also ich finde das sehr krass. Es drängen sich bei mir so 2 Fragen bei der ganzen Geschichte auf. Die erste Frage wäre, warum seid ihr so gut darin? Weil wenn es bei Vivi doch recht lang gedauert hat, jetzt höre ich hier Sachen, wo ich sage so, boah, krass, die bauen das einfach dahin und die machen es userfreundlich. Dass es userfreundlich ist, finde ich, ist echt der größte Punkt. Weil wenn du die Leute irgendwie rüberkriegen, wenn du jemanden wie mich und Enrico rüberkriegen willst, Enrico und mich, mein Gott, ich bin heute der Esel den ganzen Tag, dann ist es halt super schwer, diese ganzen Hürden mit Krypto zu nehmen. Wenn das alles wegfällt, ist es echt mega krass. Also ich weiß, dass zum Beispiel, allein wenn es um Comics digital lesen ging, dieses, ja, du musst das Comic dann digital kaufen bei Comixology und du musst dann ein Konto machen. Ich weiß, dass das schon gereicht hat, um Leute abzuschrecken, selbst wenn man den Comics für umsonst angeboten hatte. Also selbst das war schon eine Hürde. Wenn ich dann höre, wie das ist, dann ist es mega krass einfach, mega krass gut. Ich meine, so wie das jetzt am Anfang klang, war das Ding halt wegen der ganzen Gesetze in Neuseeland, dass da Unsicherheit herrscht, wie das Ganze gehandhabt wird, auch in Amerika, dass das einer der Hauptgründe ist. Wo dann meine zweite Frage kommt, das sind eher 2 Fragen hinterher, was ich dann ganz spannend finden würde, ist das nicht ein gewisses Risiko, was ihr dann mit Stacker eingeht? Weil ihr übernimmt ja quasi den Fall von, wenn es doch Probleme gibt, dann fällt eure Firma, Stacker. Und das andere ist, ihr finanziert ja, also wenn ihr jetzt die ganzen ETH-Transaktionen bezahlt und so, dann geht ihr ja in Vorleistung. Wie finanziert sich denn Stacker hinterher? Das Also, habe ich wenn mich du auch das beantworten möchtest, will jetzt nicht hier zu weit greifen, aber das wäre so meine erste Frage. Irgendwie muss ja Stacker auch leben. Ja, also die Antwort ist schon mal Marketplace-Fees, ja. Also wir werden natürlich einen Teil der Marktplatz-Fees abbekommen, mit Royalties und Marketplace-Fees. Aber die Frage ist übrigens extrem berechtigt und ich habe das noch nicht beantwortet. Also Stacker ist rechtlich gesehen eine Firma, die auf den BVI gegründet worden ist. Und was da der Vorteil ist, andersrum, also wir bauen eine dezentrale Applikation. Der Pferdefuß, wo man jetzt sieht, wo auch Firmen angeklagt werden, ist, wenn die zu viele also wenn du was mit Krypto machst und zu zentral bist, dann kann die SEC kommen und sagen, das darfst du nicht machen, hier ist eine Strafe, hör auf damit. Und was wir aber machen, wir bauen
dezentrales Protokoll und du benutzt deinen Browser, um unsere Applikation zu benutzen. Es gibt keinen Angriffspunkt. Natürlich wird die SEC, wir sind viel zu klein, um für die interessant zu sein, hat sie ja bei versucht, gegen MetaMask vorzugehen, die quasi eine Funktion als Broker zugesagt bekommen haben. Also hier, ihr vermittelt Finanzgeschäfte. Es geht immer am Ende des Tages darum, vermitteln wir Finanzgeschäfte oder der Browser benutzt ein Protokoll, was Finanzgeschäfte abwickelt. Da gibt es keinen in the middle, der diese Transaktion weiterleiten kann oder Custody von den Funds hat und so weiter. Also es ist wirklich, du musst dir das so vorstellen, und deswegen gibt es ja so viele Blockchain-Projekte, die gehen auch kein Risiko damit ein. Die bauen einfach Protokolle und im Zweifelsfall werden die Protokolle sogar von der Community gewotet, welche Funktionen und Features die haben sollen. Und damit sind die eigentlich so untouchable. Ja, also das ist so, wie das moderne Blockchain-Protokolle haben. Die haben dann einfach ein Setup, was quasi untouchable ist. Und wir haben jetzt auch kein Token, keinen eigenen Token oder sowas. Das ist jetzt, wir sind jetzt erstmal alles andere als im Visier. Aber auch wenn wir im Visier werden, wir haben einen Smart Contract, der diese Geschäfte vermittelt. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt haben wir Zugriff auf die Assets der User. Und die Wallets, und deswegen war das jetzt auch so wichtig, ist ein Self-Custody-Wallet. Wenn Vivi das jetzt anbietet beispielsweise und die haben jetzt Custody von deinen OMI-Token, dann müssen die anderen Regeln entsprechen oder unterliegen die anderen Regeln als ein Blockchain-Protokoll. Das heißt also in der Idealwelt auch für Vivi hätten die weder Custody von den OMI-Token noch von den NFTs. Also dann gibt es eigentlich weniger Ärger in Zukunft. Das ist kein Traum, wenn du Custody hast von NFTs oder von OMI-Token. Das heißt, wir haben das ganze Projekt so gebaut, dass wir einfach kein Finanzdienstleister sind. Ja? Und der User hat seine Funds selber und er kann dann das Protokoll selber triggern. Hier, ich kaufe, ich liste. Und damit sind wir kein Intermediär. Also es hört sich, Einfach das also so ich meine, das ist schon, also finde ich persönlich unfassbar gut durchdacht. Würde mich persönlich mal interessieren, hast du das alles selber irgendwie so in deinem Kopf dir so aufgebaut und halt niedergeschrieben oder so? Oder hast du das mit einem Team zusammen entworfen? Also ich finde es, also ist halt schon sehr, sehr gut strukturiert einfach auch. Ja, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, was wir machen. Also ich bin jetzt schon länger in Krypto drin und habe natürlich viele, viele Projekte beobachtet Mhm. und mich mit vielen, vielen Leuten unterhalten, kenne viele Leute. Und man muss ja auch in dem Fall nur dem Beispiel von OpenSea folgen. Also OpenSea ist ja, oder Magic Eden oder wie diese Marktplätze heißen, die haben auch nichts anderes gemacht. Die haben eine Firma, die baut das Frontend, die haben eine andere Firma, die baut das Blockchain-Protokoll und damit kannst du die beiden Sachen schon nicht mehr verknüpfen. Mhm. Und dann bist du spätestens wirklich sauber. Und es macht auch, ich sag mal, deswegen, was mich ja in Krypto reingebracht hat, war ja die Tatsache, dass du Self-Custody machen kannst. In Bitcoin wäre nicht mal ein Dollar wert, wenn die wichtigste Funktion von Bitcoin ist, dass man den sich selber auf sein Wallet überweisen kann und nie wieder gefändet werden kann. Ja? Und dadurch, dass er diese Eigenschaft hat, stell dir mal vor, du könntest Bitcoin nur von Binance zu Coinbase schicken und von Coinbase zu Kraken. So ein Token hätte gar keinen Wert. Ja. Die Eigenschaft, dass man den, wenn man will, von der Börse runterholen kann, die ganzen Token, das macht es eigentlich deutlich wertvoller. Weil dann gibt es halt keinen, der den Stecker ziehen kann. Ja? Also Und das ist, glaube ich, das ist diese Philosophie, die ich mir halt auch immer erhofft hatte bei Vivi und Omi-Token, dass man das eigentlich in so ein wirklich dezentrales Protokoll überführen kann, also inklusive der NFTs. Also ich kann da jetzt nichts ankündigen, aber natürlich hat das jeder so ein bisschen auf dem Radar, aber
du kannst beides gleichzeitig machen. Du kannst Web2-User das Gefühl geben, dass die sich jetzt nichts Neues lernen müssen und gleichzeitig könntest du deine Token und deine NFTs in Self-Custody haben. Weil das, was du jetzt hast auf deinem Wallet, auf Stacker, ist Self-Custody. Der Private Key ist irgendwo versteckt, abstrahiert. Du kannst ihn über deine E-Mail wiederherstellen. Aber technisch gesehen ist es Self-Custody. Aber wäre sowas nicht das auch, ist, ja, sorry. nee, sag. Da ist natürlich dann die Frage, ich meine, ihr habt das jetzt, glaube ich, relativ schnell umgesetzt, verhältnismäßig. Wäre sowas auch eine Option für Vivi beispielsweise, zu sagen, man macht so im Prinzip Self-Custody auch für die NFTs? Ja, so ein Prinzip ist auf jeden Fall denkbar. Also es gibt mehrere Sachen, die man da jetzt berücksichtigen muss. Also ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Immutable war damals die richtige Entscheidung, drauf zu gehen. Ich meine, Vivi hat insgesamt 10 Millionen NFTs gemintet. Und wenn die auf Ethereum gemintet hätten, hätte das wahrscheinlich 50 Millionen oder 100 Millionen Dollar gekostet. Ja, oder vielleicht sogar. Die mussten damals auf eine Layer 2 gehen, damit diese Fees runtergehen. Und das war auch die richtige Entscheidung. Aber es wird natürlich irgendwann noch mal bestimmt eine Re-Evaluierung geben. Und jetzt kommt halt Stacker und wir versuchen eigentlich eine Sache zu erreichen, und das ist, glaube ich, jetzt noch in den Köpfen nicht drin, dass der User muss sich gar nicht mehr um IMX kümmern. Ja, die Token, die NFTs liegen in deinem Vivi-Wallet auf IMX. Das ändert sich übrigens auch bei Stacker nicht, ja. Bei Stacker bleiben deine NFTs. Ich weiß nicht, ob das jetzt so hundertprozentig klar ist jedem, aber die bleiben einfach in deinem Wallet. Und wenn Chris jetzt von Simon kauft, dann bewegt sich natürlich der NFT von Simons Wallet auf IMX auf Chris Wallet. Das ist also eigentlich, wir wickeln nur die Zahlung über Base ab, weil das unserer Meinung nach der stärkste Layer 2 sein wird in Zukunft. Wie ist das dann? Also dann, ihr habt ja im Prinzip, ihr habt ja keinen direkten Zugriff auf unsere Collectibles im Prinzip. Wie ist das dann? Habt ihr dann sozusagen einfach eine API zu Vivi, die dann sagt, also dass Vivi dann weiß, hey, okay, das Collectible muss von dem Account zu dem Account, oder wie ist das technisch da aufgebaut? Kannst du das erklären? Ja, das kann ich erklären. Also erstmal, wir müssen Vivi beweisen, dass der User sich eingeloggt hat und ein valides Session-Token hat. Also das heißt, wenn du jetzt was kaufst oder verkaufst, können wir Vivi beweisen, dass du die Transaktion getriggert hast. Und wenn die diesen Beweis haben, den können die bei uns abrufen, können die die NFTs verschieben. Also da ist die höchste Sicherheitsstufe angesagt. Der NFT kann sozusagen nur den Besitzer wechseln. Ihr müsst euch auch diesen Smart Contract so vorstellen. Also das Listing ist ein Smart Contract, und wenn du jetzt ein gewisses ein Item listest, dann ist das ein neuer Eintrag in dem Smart Contract, und die erste Person, die jetzt die OMI-Token einzahlt auf den Smart Contract, sagen wir mal, du willst 10.000 OMI-Token für ein gewisses NFT, ist dann auch der Gewinner. Und das ist wie so ein Escrow-Contract. Und dann ist das Geld da drauf, oder die OMI-Token. Und dann sagen wir, Vivi, hör mal zu, hier ist eine erfolgreiche Transaktion, oder könnt ihr nochmal überprüfen, ob der Verkäufer auch wirklich verkaufen darf oder der Käufer auch wirklich kaufen darf. Da gibt es eine theoretische Wahrscheinlichkeit, dass die auch abgelehnt werden können. Wenn die Transaktion abgelehnt wird auf Vivi-Seite, kriegt der Käufer einfach sein Geld wieder zurück. Aber der Normalfall ist, die wird nicht abgelehnt, und dann wechselt der NFT den Besitzer, und dann werden sozusagen release der Fund, der Smart Contract, die Funds an die entsprechenden Wallets. Der Seller kriegt sein Geld, da gibt es ein Royalty-Wallet, das wird auch automatisch bezahlt, und dann gibt es eine Success-Fee-Wallet, was die Marktplatzgebühren bekommt. Wobei die sind eigentlich gleich, und dann gibt es
ihr sicherlich auch wisst, dann auch noch ein Burn Wallet. Und das wird aber alles automatisch abgewickelt von dem Smart Contract. Okay. Also erstmal natürlich ein bisschen, also erschlagend natürlich von den gesamten Prozessen her, aber auf jeden Fall trotzdem cool, dass du das einmal erklärt hast. Dann weiß man wenigstens, okay, wie ist denn da so in etwa dieser Prozess, auch wenn sich da jetzt vielleicht nicht jeder damit unbedingt super gut auskennt, aber dennoch auf jeden Fall nachvollziehbar der Prozess. So, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deswegen brauchen wir auch die Vivi Authentication. Da gab es ja auch relativ viel, sag ich mal, Fragezeichen, warum wir das jetzt brauchen. Und die Antwort ist auch, wir haben keinen Zugriff auf irgendein Passwort oder wie auch immer. Man gibt hier sein Vivi-Login auf eine Vivi-Domain ein. Also das kann auch der gesunde Mhm. Menschenverstand dann auch erklären, Ja, dass in dem Moment, wenn du auf einer Seite bist, die mit vivi.me geschaltet ist, dann hat Stacker keinen Zugriff auf was du eingibst. Ja? Mhm. Aber wir kriegen dann den Session-Token und wir wissen dann halt, dass du dich korrekt angemeldet hast. Mhm. Ja? Ja. Und nur dann darfst du verkaufen oder verkaufen auf Ja, Stacker. guter Sicherheitsmechanismus, muss ich sagen. Also ist definitiv, würde ich sagen, so, glaube ich, fast das Beste, was man so machen könnte, dahingehend, oder was wahrscheinlich auch möglich ist. Sehr Bevor ich sicher, dir ja. eine weitere Frage stelle, ganz kurz auf jeden Fall, thank you so much, Clever Jerk, for your sign-up. Und ja, danke, der Habinger. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die 10 Euro und danke für die Glückwünsche. Eine Frage kommt hier von Frank. Ist das Collectible-Tausch P2P? Darauf haben wir keinen Einfluss. Also natürlich wollen die Leute dieses Feature, also dass man Collectibles tauschen kann. Also wenn du mich persönlich fragst, sollte das eingeführt werden. Hm. Ich denke mal, das ist so in irgendeinem Backlog bei Vivi. Das wissen die, dass das ein wichtiges Feature ist. Also es geht ja auch mit Transfer und so weiter. Da muss ja auch irgendwann mal eine Lösung gefunden werden, wie das irgendwann mal wieder passieren kann oder unter welchen Bedingungen. Hm. Aber wäre Eines das, der wichtigsten Features, definitiv. ja, Brauchen wir. da wäre Ja. für mich jetzt so die Frage, ich meine, Vivi ist ja in Neuseeland ansässig. Wär's da, ich weiß nicht, da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, nicht einfach möglich zu sagen, okay, wir gehen jetzt als Firma beispielsweise einfach in ein anderes Land und haben da im Prinzip jetzt unseren Sitz, wo halt zum Beispiel die Regularien einfach ein bisschen klarer sind. Würde sowas da nicht vielleicht Sinn machen? Ich glaube schon. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie viel umständlich das wäre. Okay. Es kann sein, dass im Nachhinein sich das gelohnt hätte. Hm. Also man hat bestimmt, wenn man jetzt eine Firma irgendwo gegründet hat, noch ein bisschen, hängt man noch vielleicht an diesem Land und da gibt es ja auch viele steuerliche Sachen, die man berücksichtigen müsste. Und da gab es bestimmt viele Gründe, warum das nicht gemacht worden ist sofort. Aber vielleicht hat sich das jetzt im Nachhinein gerechnet. Das ist jetzt Spekulation. Okay. Ja. Es ist technisch möglich und das hätte vielleicht bei ein paar Sachen auch tatsächlich eine Verbesserung vom Zustand erzeugt. Ja, ich meine, allein die regularischen Punkte, ich meine, die haben echt eine Menge gehemmt, seien es jetzt Omito NFT, seien es im Prinzip wirklich das Traden untereinander, dass man sich halt Collectibles zuschicken kann. Das ist halt schon, finde ich persönlich, ein krasser Einschnitt, einfach so auch in die App selbst. Also ich persönlich hoffe, dass die da irgendwie eine Lösung finden dahingehend, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber langfristig muss dieses Feature eigentlich wieder kommen, dass du halt einfach Peer-to-Peer sozusagen traden kannst. Also das finde ich, für eine Collector-App muss das eigentlich schon kommen, oder? Also Ja, ja. Ich glaube, das Einzige, also ich stimme dem zu, das Einzige, was wahrscheinlich auch da, irgendwann sprechen auch die Licensors mit und die würden natürlich gerne ihre Royalties haben und vielleicht so einen Schwarzmarkt verhindern. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass du eine Family and Friends Whitelist hast, mit denen du eigentlich das machen kannst. Also ich glaube, da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden auf Ja. Dauer. Und das halte ich auch für möglich. Ich glaube, es ist jetzt nicht Priorität für dieses Jahr noch, aber solche Sachen werden mit Sicherheit in den nächsten 12 Monaten auf die Agenda kommen, weil
was jeder so empfindet. Ja. Ja, ja. Und das ist dann teilweise nicht unbedingt Vivi, die das verhindern, sondern vielleicht auch der Licensor. Ja, was machen wir jetzt mit den License-Fees? Und es gibt ja das Beispiel jetzt, und das kann man jetzt positiv oder negativ interpretieren, aber Cryptoys hat ja auch jetzt einen Marktplatz, wo man Disney handeln kann. Und ich weiß nicht, ob die Leute mal in den Fine Prints reingeschaut haben. Also man handelt einen Token, der was repräsentiert auf einer anderen Chain. Wenn du jetzt aber den Token auf einem anderen Marktplatz handelst oder irgendwie mal einfach nur hin und her schickst, können sie den invalidieren. Ah, Und das heißt, also die haben es quasi irgendwie technisch gesehen erlaubt, dass es geht, behalten sich aber durch die Hintertür vor, dass dein Gutschein, den du hast, expired. Du kannst das nicht mehr einlösen auf der anderen Chain. Die ganzen Kryptos-Leute haben das ja so mega gefeiert, haben das aber komplett hinten rausfallen lassen. Ne? Ich habe das so ein bisschen auf Twitter mal in der Zeit geguckt so und alle gleich ganz groß geschrien, Kryptos kann das ja jetzt und wieso kann Vivi das nicht, ne? Und haben aber gar nicht ins Kleingedruckte geguckt. Also richtig. Schon witzig eigentlich am Ende. Also natürlich gibt es jetzt erstmal auch keinen Präzedenzfall, wo man sagen kann, hier ist das jetzt passiert. Aber ich würde das dann befürchten, es ist keine echte Ownership, wenn eine zentrale Entity sagen kann, hey, das ist jetzt aber nichts mehr wert. Ja. Also es wird einen Mittelweg geben. Das sind so Sachen, an denen wir auch arbeiten. Ist jetzt zu früh drüber zu reden. Aber ich werde mich sehr stark für ein System einsetzen, wo man mit gewissen Regeln, Fairplay, also ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Warum sollte man seinen Kindern oder seiner Familie nicht Collectibles übertragen oder seinen Friends, ja? Oder ausleihen und wieder zurückholen und so weiter. Also ich glaube, das sind so Sachen, am besten wäre es so, wenn die reale Welt wiedergespiegelt wird in dem Protokoll. Also ja, du Absolut. kannst am Kind, ja, und wenn man das mal schaffen würde, dann kommt auch wieder diese Ownership-Gefühl mehr auf. Ich glaube, das ist das, was, wenn es zu zentral reguliert ist, das, was fehlt. Und das macht sich dann natürlich auch im Preis bemerkbar. Also je flexibler ein NFT ist, ja, desto mehr Wert hat das. Und ein anderes Beispiel, und wirklich das ist jetzt alles Spekulation, ist ja, wenn jetzt Disney erlauben würde, dass ihre Sachen in einem Computerspiel verwendet werden dürfen. Ja, das macht ja so ein NFT dann auch interessanter. Und ich finde, das sollte auf Dauer nicht Vivi eigentlich regeln, sondern es sollte eigentlich immer direkt von dem Licensor bestimmt werden. Also wenn du dein Lambo nicht in GTA fahren kannst, dann sollte es eigentlich nicht Vivis Schuld sein, sondern du müsstest eigentlich direkt mit mit Lamborghini sprechen und sagen, hey, ich möchte den jetzt aber in meinem Computergame gerne fahren. Und Vivi ist ja auch noch so ein Mittelsmann da. Die haben das Ding gebaut und aktuell kannst du es halt nur auf der Vivi-App und im Viviverse, sag ich mal, benutzen. Aber in Zukunft sollte das halt in viel mehr Games oder Metaverse oder Applikationen verwendet werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist nicht abgesprochen, aber so sehe ich die Zukunft auch für die WW Collectible. Im Endeffekt, ja. Was ich gerne noch mal mit reinwerfen möchte in den Topf ist auch, das ist wieder so mein größtes oder mein Problem mit dem, dass wir keine Tauschfeatures haben oder Tauschfeature-Möglichkeiten haben, ist, ich glaube, und das betrifft uns ja alle, ist halt auch, wenn du tatsächlich halt ein paar Teile hast, die ein bisschen teurer sind, die wertvoll sind, ja, du hast eine ganz, ganz gute Mint, wo sich die ganzen Flipper auch die Finger nachlecken. Also das ist halt auch ein Krampf und man muss schon sagen, man ist super nervös, wenn man so ein Ding dann von einem Collector zum anderen Collector sich gegenseitig quasi hinverkauft und man ist dann wirklich, also in den 10 Sekunden oder in den 3 Sekunden, wie das Ganze abläuft, ist man halt einfach im offenen Feld auf gut Deutsch, ne? Weil wir kennen ja die ganzen Flipper, die unterwegs sind und zum Glück ist ja gerade das Mint-Notification, glaube ich, überall nicht möglich, aber das ist halt echt ein Hassel und wenn du dann einen Teil hast, was ein paar $1000 wert ist, also auf aktuellem Stand sogar im Biermarkt,
dann ist das ein Krampf, ne? Und man schwitzt sich doof, weil man einfach denkt, so, ey, wenn ich jetzt Pech habe, ist mein Collectible, was ich dem anderen gerade verkaufen will oder mit dem ich tauschen will, ist jetzt weg, weil irgendein anderer dazwischen fummelt. Und Würdest du einen Preis auf diesen Tausch schreiben und bereit sein, Royalties oder Marketplace-Fees zu zahlen, um das, Ja. also das ist ja fast. Safe. Klar, Safe. absolut. Also, wenn ich kommt natürlich ein bisschen drauf an, in welchem Prozentsatz, wie hoch das ausfällt. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe dann ein Collectible, was wirklich super unique ist, ja, was ich unbedingt, also ich hatte das vor kurzem, ich habe ein Collectible gekauft, das ist so eins meiner absoluten Traum-Collectibles gewesen mit der Traumwind. Und ich habe halt einfach gedacht, okay, wenn ich das jetzt kaufe, im Worst Case ist es weg. Ja, ich kaufe es jetzt, also ich habe den Kauf quasi abgemacht. So wie das ja klassisch aktuell stattfindet. Und natürlich habe ich die Gunst dann genutzt und habe es genau zu einer Drop-Zeit von einem großen Drop gemacht, weil ich wusste, okay, die ganzen Flipper sind in der Zeit abgelenkt. Aber im Worst Case sitzt da doch einer. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich zahle da, weiß ich, vierstelligen Betrag für und ich kriege das zu 100% und zahle dafür, weiß ich weiß jetzt nicht, was legitim wäre, aber einen gewissen prozentualen Anteil davon als Fee, wäre mir das immer noch lieber, als da ins Blaue hinein das zu probieren. Ich hatte jetzt halt auch Glück, ich habe auch das schon ein paar Mal gemacht, aber es ist auch schon oft in die Hose gegangen. Ne? Und da haben Leute wirklich mehrere Tausende Dollar verloren, weil halt irgendein anderes weggekauft hat. Und ich glaube, die Leute, die so viel ausgeben würden, also jetzt mal in Gems betrachtet auch oder wie auch immer in echt, die hätten auch kein Problem damit, so ein Fee dafür zu bezahlen, denke ich. Also ich weiß nicht, also mir persönlich würde das auch nicht negativ aufstoßen, wenn ich da jetzt irgendwie dann für einen Tausch oder sowas dann halt was zahlen würde, sagen wir jetzt mal irgendwie, weiß nicht, 3-4% oder sowas an License of Fees oder sowas, 1% für Vivi oder 0,5% für Vivi und 3,5% dann halt für die Lizenzgeber. Mein Gott, das ist okay, so, damit kann man leben, das ist jetzt nicht super schlimm. Und wenn ich dafür tauschen kann, meine Collectibles. So. Das ist quasi die bezahlte Versicherung und ich glaube, die zahlt jeder gerne. Ja. Also es ist ja genauso wie bei PayPal. Wenn du bei PayPal einen Handel-Deal machst, also oder was kaufst, ja, du zahlst ja auch ein Fee und das ist gleichzeitig auch deine Versicherung, dass wenn im Worst Case irgendwas schief läuft, kriegst du dein Geld zurück, ne? Und so ähnlich würde ich das dann bei Vivi auch betrachten. Also wenn ich dann also rein technisch gesehen könnten wir das auf Stacker abwickeln. Also wir werden auch ein bisschen sowas in Richtung Sets gehen, wo jemand sozusagen sein Set bundeln kann, diese 3, 4 Batman mit der. Also das sind so Sachen, die werden wir nach dem Launch nochmal so priorisieren. Ich hatte den Tausch nicht so auf dem Radar, aber da ist ein bisschen so diese politische Komponente dabei, was jetzt diese Fees angeht. Aber technisch gesehen würde ich sagen, ist es eigentlich relativ einfach machbar auf Stacker. Also ich werde mir das mal vormerken und diese Diskussion nochmal anregen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir sind ja, ich sag jetzt mal, würde behaupten, momentan ist ja wirklich ein kleiner Pool da, die ich jetzt mal, es ist jetzt wieder diese Debatte, die ich nicht wieder angehen will, aber gibt ja oft Diskussionen, weil ich immer gerne sage, wir sind Sammler oder einige von uns sind richtige Sammler. Ja, richtig ist immer, kann man jetzt sehen, wie man will, ohne Wertung. Aber wir sammeln aus Spaß an der Freude mit Emotionen und andere sammeln vielleicht ein bisschen mehr mit Profithintergrund oder was auch immer. Und andere sind halt rein aus Profit da. Und ich glaube, die jetzt wirklich richtig Bock an der Freude sammeln, weil sie das Hobby lieben, weil ihnen das Spaß macht, ich glaube, damit würdest du, glaube ich, die letzte Base, so wie auch Clever Jerk, der hier zum Beispiel gerade reingerutscht ist, was ich sehr cool finde. Ich glaube, solche Leute würdest du damit ultra abholen, weil wir alle immer zittern, wenn wir irgendwas verkaufen oder abkaufen wollen und das wäre so einfach und ich glaube, damit kriegst du auch die Leute gerade noch, die wirklich jetzt noch mit Herzblut bei Vivi drin sind, ja, von den Sammlern zumindest. Und ich glaube, ich würde sagen, ich würde jetzt sagen, es sind ja immer weniger mit Profitabsichten auf Vivi und immer mehr mit Sammelabsichten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also je niedriger die Preise gegangen sind, desto mehr sind die Flipper, die am schnellen Geld interessiert waren, halt draußen. Ja, aber es gibt dann immer noch diese No-Brainer
Geschichten, ne? So, also da war jetzt vor kurzem halt ein Superman am Markt, auf den ich seit 3 Jahren geier und gedacht habe, das kann gar nicht sein, dass der noch in den Markt kommt. Das ist so ein No-Brainer, so ein Goldding. Und dann ist er plötzlich nachts für 300 da weggegangen. Ich habe dann auch dank Stacker und so den Verkäufer ausfindig machen können und habe mich dann auch mit ihm unterhalten. Das ist ein junger Mann aus Frankreich, glaube ich. Also sehr netter Typ. Ich habe mich lange mit dem unterhalten. Er gibt ihn jetzt auch nicht mehr raus. Aber allein das war für mich viel wert, dass ich mich mit dem connecten konnte und konnte sehen, okay, das ist keiner, also der ist kein riesen Superman-Fan, aber er ist halt interessiert genug, dass er wusste, was das ist. Er ist tatsächlich eher so auf Richtung Ultraman aus und so. Und dann konnte ich mich lange mit dem unterhalten und das war eine schöne Geschichte. Und das ist für uns halt echt immer so ein Ding, dass wir halt übelst aufpassen müssen. Es ist halt echt ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wenn ich als Sammler mit einem anderen Sammler connecte und der hat mir jetzt so gesehen was weggeschnappt, dann ist es ein Unterschied, ob der das ist, weil der sammelt, oder es ist halt ein Unterschied, wenn das jemand ist, der sagt mir, ja, kannst du haben, nochmal 500 Euro drauf, so, dann kriegst du das Ding. So, dann kriegst du einen Hals, dann hast du das nimmt dir den ganzen Spaß an der kompletten Sammelgeschichte und deswegen fände ich das super, wenn da Möglichkeiten sind. Und jetzt hier mit dem Trade, ich habe gerade gemerkt, das gibt eigentlich zwei Sachen, die wichtig wären. Einmal, dass man, wie hier gerade schon gesagt wurde, OpenSea ein Offer machen kann. Das wäre eigentlich super. Oder wenn man einfach sagen kann, hier sind 2 Leute, der eine möchte vom anderen abkaufen. Ich meine, die Fees können ja gleich sein und wenn nochmal 0,5% draufkommen oder 1% draufkommen, wäre das auch völlig in Ordnung. Das geht dabei ja nur, dass man... Ja. Ich glaube nicht, dass was oben drauf kommen muss, aber genau, also ich hatte es jetzt nicht erwähnt, genau, Offer für Collectibles wird's auch geben, also jetzt nicht zum schön. Start. Geil. Und dann, was auch wiederum ich ganz interessant finde, ich glaube auf OpenSea heißt es Collection Bit. Also man bietet einfach, sage ich mal, einen Spottpreis auf Partner-Statue und oder was heißt 30% unter Floor oder 20% und hofft halt, dass irgendjemand Exit Liquidity braucht. Ist aber auch Das geil. hat bei mir vor Auch kurzem super. geklappt. Irgendwie der Floor war 1,2 Soul. Ich habe einfach mal echt 0,2 Soul geboten und habe es bekommen. Da war ich dann doch sehr happy. Also das ist schon mal sehr geil, dass das Feature kommt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Menge Leute freuen. ja. Ich habe ansonsten auch tatsächlich noch eine weitere Frage an dich. Wir waren da eben schon bei dem Thema, dann sind wir aber zu schnell weitergesprungen. Und zwar, wie sieht denn das eigentlich mit den Burns aus? Wie hoch schätzt du den Einfluss der Burn-Funktion ein? Also was denkst du, was könnte man in so einem Jahr vielleicht burnen, wenn die Funktion live ist? Ja, also sagen wir so, der Markt ist jetzt, sage ich mal, nicht besonders aktiv. Der ist natürlich relativ noch aktiv. Und ich würde sagen, aktuell könnten das 50 bis 100.000, ist jetzt eine grobe Schätzung, $100.000 sein. Aber es ist natürlich jetzt auch, wir sind auf einem absoluten niedrigen Punkt. Ne? Ich meine, auf den meisten NFT-Märkten sind ja teilweise auch die Umsätze um, sag ich mal, 99% eingebrochen. Wenn wir irgendwann mal wieder in Aufschwungphase kommen, dann wird das nochmal deutlich mehr. Ich glaube aber auch, dass es nochmal weitere Burn-Mechanismen geben können wird, die aktuell den Marktplatz-Burn noch in Schatten stellen könnten. Also also da wird, ich sage jetzt mal so, insgesamt wird schon in diese Richtung gedacht. Und sagen wir so, ich komme immer wieder mal mit ein paar Ideen an und die hören sich dann ein paar Leute an und finden die vielleicht auch gut. Aber ich sag mal so, um es jetzt mal korrekt auszudrücken, ich habe, glaube ich, noch 3 bessere Ideen, was Burn angeht. Wobei der Marktplatz Burn super interessant ist, wenn du im Bullenmarkt bist. Ne? Der ist halt zyklisch und jetzt sind wir halt auf so einem tieferen Zyklus. Und wenn das irgendwann mal wieder raufgeht, dann könnte wiederum massiv geburnt werden. Andersrum, ich schätze mal, ohne das jetzt wirklich, es gab ja die Zahlen, wie viel im Top oder akkumuliert Umsatz gemacht hat. Da gab es mal einen Artikel in irgendeiner neuseeländischen Zeitung und das war ja über 1 Milliarde. Ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 Milliarden sind. Rechnet mal 2 Milliarden mit 2% Burn, dann sind $40 Millionen geburnt. Ja, also
das kann Bullmarkt burnen bei Vivi. Und das geht aber auch Hand in Hand wiederum mit, irgendwann muss auch der nächste Schritt meiner Meinung nach kommen, dass du vielleicht auch mehr mit diesen Collectibles machen kannst. Ja. Also ich finde, Gaming ist so ein Shortcut, Viviverse ist auch was sich die Leute wahrscheinlich freuen werden. Aber für mich ist das Long-Term Plays oder so, das Augmented Reality. Bin ich bei dir. Absolut. Siehst du da so in der nächsten Zukunft irgendwie auch bei Vivi gegebenenfalls irgendwie ein Update? Ich meine, die Apple Vision, ich weiß nicht, ob Apple Vision 2.0 irgendwie auch schon bald rauskommen wird. Ich weiß es nicht, vielleicht Ich weißt du glaube, da für mehr. nächstes Jahr, die sind für nächstes Jahr on track für eine billigere Apple Vision. Ah, Also okay. was die natürlich gemerkt haben, ist, wir haben jetzt wahrscheinlich ein Gerät gebaut, was zu teuer ist Hm. und immer noch zu schwer, ist ja 700 Gramm. Und ich sag mal so, das Gerät hätte wahrscheinlich einen 5-mal besseren Erfolg, wenn es jetzt einmal anstatt 700 Gramm vielleicht nur 500 Gramm wiegen würde, weil ich glaube, diese 200 Gramm machen dann auch nochmal einen Unterschied. Und es halt nur 1500 kostet. Also ich glaube, die mussten es aber auch rausbringen, weil das hat auch die Developer müssen damit auch mal erstmal umgehen können und interessante Applikationen, das ist wirklich so ein Henne-Ei-Problem. Also man braucht erstmal interessante Applikationen, damit damit das Ökosystem dann mal anfängt. Also ich glaube, jetzt ist es natürlich auf dem Papier erstmal ein Flop, aber Apple wird da jetzt nicht aufgeben. Und ich bin mal gespannt, auf der nächsten Meta-Konferenz wird ja der Mark Zuckerberg die Augmented Reality Brille vorstellen. Die wird wahrscheinlich ziemlich gut, wird aber trotzdem erst in 2 oder 3 Jahren rauskommen. Aber die haben jetzt schon einen Prototypen, der funktioniert scheinbar. Und man munkelt, dass das richtig, richtig gut sein wird. Und das ist auch das Endgame, Augmented Reality, weil was wir jetzt haben, ist Mixed Reality. Und Mixed Reality hat nochmal einen extra Aufwand, weil sie die Realität nochmal durch die Kamera einfängt und dann zurück überträgt. Man sagt, dass über 50% der Computing Power geht eigentlich drauf, weil wir externe Kameras haben, die dann das Bild wieder zusammensetzen und auf den Bildschirm übertragen. Und Augmented Reality Brillen brauchen ja nur den Augmented Reality Part zu rendern. Ja? Und damit können die eigentlich auch energieeffizienter laufen. Das heißt also, ich war ein bisschen, sag ich mal, enttäuscht von, wie schwer die geworden ist am Ende. Oder wie unkomfortabel die dann auch nach 1, 2 Stunden ist die schon irgendwann mal unkomfortabel. Das ist kein Gerät, was man sich den ganzen Tag aufsetzt. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt, ich hatte irgendwann mal gehofft, innerhalb der nächsten 3 Jahre haben wir schon die ersten Geräte, die einfach zu tragen sind. Jetzt sind es halt eher 5 bis 7 Jahre. Also ich glaube, da ist noch eine lange Evolution, die wir gehen. Ja, aber ich meine im Endeffekt, also ich weiß nicht, ich meine, bei mir sind es jetzt 3 Jahre, wo ich angefangen habe bei Vivi so. Und damals habe ich mir gesagt, so ja, so 5 Jahre in etwa, 5 bis 7 Jahre vielleicht, dann sind wir wirklich bei Vivi richtig gut dabei. So sind es vielleicht noch 4 Jahre so in etwa maximal. So, ich meine, das kommt schon echt gut so in diese Richtung, wo wir hinwollen. Ich sehe es auch ähnlich. Wir brauchen länger, als wir es vielleicht auch alle irgendwie gedacht haben. Also ich jedenfalls, als ich es gedacht habe. Dass es halt wirklich auch in der Masse ankommt. Wie du schon sagst, es braucht halt einfach deutlich leichtere Geräte, weil ich meine, im Endeffekt so, das Genick, der Kopf, so, der ist halt schon recht empfindlich, so auch auf Gewicht. Da musst du schon das irgendwie trainieren, dass du das irgendwie als angenehm oder als normal empfindest, halt irgendwie was auf dem Kopf zu haben, dauerhaft, was halt irgendwie mal fast 1 Kilo mehr ist. Deswegen, also ich bin sehr, sehr gespannt auf die billigeren Versionen und vielleicht sind die dann auch nochmal deutlich leichter. Ich hoffe es mal, weil ansonsten wird es wahrscheinlich auch ein Flop werden. Aber ja, also es geht in die richtige Richtung, aber es braucht halt einfach länger. Also. Ja, du musst jetzt mal Mark normale Zuckerberg Brille trägt man nicht den abwarten. ganzen Tag. Was müsste ich bei Mark Zuckerberg? Nee, man muss jetzt mal, ich warte mal ab, wie die Ach so. Brille, die der Mark Zuckerberg vorstellt, aussehen wird. Wobei, also meine langfristige These ist ja, wir werden natürlich auch nicht mit 2 Geräten rumlaufen müssen. Also die Brille wird ja dann
das Handy komplett ersetzen, das Smartphone. Ja. Und ich meine, wir zahlen jetzt auch schon 1.000 € für ein gutes iPhone. Also der Preispoint ist okay, sage ich jetzt mal von den Geräten. Das Gewicht ist nicht okay und das zu transportieren, also bin mal gespannt, wie diese Augmented Reality Brille von Mark Zuckerberg aussehen wird. Ja, definitiv. Erstmal vielen Dank auf jeden Fall hier auch nochmal an Motili für die zweite Spende heute Abend. Danke für die 6 €. Trotz der schwierigen Zeiten, Vivi-Zeiten immer am Ball geblieben. Danke dafür und Glückwunsch zu den 1K Abonnenten. Vielen Dank, Motili, für für die sehr, sehr schöne Nachricht. Dankeschön. Ich darf kurz was ein- einwerfen. Ganz Ja, kurz. gerne. Ich Ja. habe gerade eine Message von Cleverjerk bekommen. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Er bedankt sich für unser Work, was wir hier machen. Hätte ich nicht gedacht. Er meint, er hat schon vorher ab und an mal reingeschaut und freut sich total, dass wir diesen Stream machen. Also auch nochmal an dich, Simon. Ein Dankeschön von ihm. Er fragt, ob es tatsächlich nochmal einen Recap gibt in Englisch. Wird bestimmt kommen, ne? Yes, I will do a recap, and in the next 24 to 48 hours, I will update the subtitles from YouTube, and I will correct every mistake inside the description. Yeah, Okay, cool. Super. and I or another YouTuber will do a recap video in English. Ich wollte auch noch mal eine Sache kurz erwähnen. Auf Stacker wollen wir auch eine Tipping-Funktion bauen. Das Oh, heißt, cool. du wirst jeder User kann ein Profil sich machen auf Dauer. Wir werden wahrscheinlich so einen Shortcut machen, erstmal dein Vivi-Usernamen und dann wirst du eine Tipping-Funktion haben. Und das ist natürlich Omi-Tipping, sonst wäre es witzlos. Mhm. Und wir können da wahrscheinlich auch einen Burn einbauen. Das heißt, der Cool. User kann dann selber sagen, 10% von den Sachen, die ich gespendet bekomme, werden automatisch geburnt. Und Geil. das ist auch was ich auch mal vielleicht dazu sagen wollte. Ich hatte immer das Problem, und Stacker war eigentlich ursprünglich auch als so ein bisschen als Social Plattform gedacht, und ich wollte die Sache vergesse ich aber nicht. Ich wollte schon, also ich wurde immer von Usern angesprochen und ich wusste im Endeffekt nicht, ist das jetzt wirklich der Vivi-User, der behauptet er ist? Der hat auf Telegram den Namen, auf dort da. Also man weiß eigentlich nie, mit wem man spricht, und man hat auch vor allem keinen Shortcut. Ich habe damals unheimlich viel Zeit verschwendet mit Leuten, die vielleicht nur $5 in die App gesteckt haben und sich dann beschwert haben, wenn es runtergeht. Ich übertreibe jetzt, aber ich wollte, dass dieses Profil, was man hat auf Stacker, wirklich dich auch verknüpfen kann mit jemandem. Und damit würden wir auch Token-Gated Communities bauen. Und du weißt halt immer, mit wem du sprichst. Weil im Endeffekt siehst du den WW-Usernamen. Und hinter dem WW-Usernamen steht halt deine Collection zum Beispiel. Ja. Und das fehlt mir bei den Diskussionen nicht unbedingt auf Twitter, auf Telegram insbesondere, wo du eigentlich oft nicht immer automatisch weißt, mit wem du sprichst, oder es ist hart zu verifizieren, wenn du jetzt die DM bekommst. Ist das jetzt wirklich authentisch? Und wir wollen das Problem lösen, auch auf Stacker. Das heißt, das, was ihr es gab ja schon mal eine andere Plattform von dir. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie das heißt. Hieß es nicht Token Gate oder sowas? Auch? Das war ja nicht meine Common Ground. Das ist Common das Ground, ist genau. genau. Also das, was ich gerne, und Common Ground hat das auch durchaus so Art gebaut. Ich sag mal, so ein dezentrales Discord mit Token Gating. Aber bis jetzt das Onboarding war jetzt noch nicht optimal, und wir würden das jetzt einfach auf Stacker auch so bauen, wie ich es mir damals auf Common Ground vorgestellt habe. Ja, okay, das finde ich sehr Also cool, Common weil Ground gibt es noch. Ja. Also ich fand es damals sehr cool mit Common Ground. So, du hattest da recht viele Möglichkeiten, halt auch so Web3 basiert. Ich glaube, da gab es ja auch eine Möglichkeit irgendwie, dass man sich mit dem Wallet connecten konnte, und der
konnte dann einsehen, okay, hast du zum Beispiel mehr als 10 Millionen, dann bist du zum Beispiel in den Genau. Channel automatisch reingekommen und so. Das ist halt super geil. Also das ist Genau das wird kommen. Also wenn wir jetzt mit dem Mhm. Marktplatz fertig sind, Mega. werden wir uns genau diesem Thema nochmal bearbeiten Ja. und das Ganze sozialer machen. Also im Prinzip ein Social Marketplace auch draus machen, wo du mit Kollektoren dich treffen kannst, connecten kannst und auch handeln kannst. Ja. Mhm. Das wäre so ein bisschen die Vision. Hört sich also für dich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an. Und was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde, was du gerade meintest mit dieser Tipping-Option. Also ich sage das jetzt mal so, für mich jedenfalls, ich bekomme jetzt zwar nicht super viele Spenden, aber ich sage mal so, das rechnet sich halt schon langfristig, denke ich auch. Und ich weiß nicht, also ich persönlich würde halt auch sagen, okay, dann habe ich halt einen Stacker-Link beispielsweise bei mir drin in der Beschreibung und die Leute können mir darüber halt ein Tipping geben und davon wird halt direkt ein Teil geburnt. Also finde ich persönlich, für mich so als Streamer, YouTuber finde ich das klasse. Also ich glaube auch so Cool. Leute wie Randy, der hat ja schon noch mal ein bisschen mehr oder Patient Hodler, die haben ja doch relativ viele Zuschauer. Ich glaube, das ja, lohnt sich langfristig schon, definitiv. Cool, ja. Ich habe noch ein paar Fragen hier von den Leuten. Die sind auch schon ein bisschen älter jetzt hier mittlerweile. Tauschen und transferieren sind ja schöne, coole Features, aber gut, das muss Vivi klären. Aber was ist aus Dr. Profits Sicht das coolste Feature, was noch kommen wird auf Stacker? Gibt's da schon irgendwas, irgendwelche Sachen, die du uns sagen kannst? Ja, also es sind die Sachen, die ich jetzt auch kurz erwähnt hatte. Also im Prinzip werden wir erstmal Feature-Parität mit den meisten NFT-Marktplätzen haben, also mit Offer, Collection, Bid und Sets verkaufen. Das glaube ich ist auch nochmal ein Feature. Tauschen jetzt mit Fragezeichen, das müsste man jetzt halt mal abklären. Und die Social Features, die wir bauen wollen. Eine Sache habe ich noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das damit verheiraten kann. Es gibt halt unheimlich viel coolen Content mit Vivi Collectibles. Also diesen Augmented Reality Content. Vielleicht in Zukunft auch Metaverse Content. Und ich habe mich halt fast schon gefragt, also wenn ich jetzt schätzen würde, gibt es wahrscheinlich 50.000 Videos mit Vivi Content Collectibles auf Social Media, meistens auf Twitter. Und ich würde die eigentlich ganz gerne auf Stacker streamen und damit den Leuten eigentlich, also mein größtes Problem ist ja, oder was ich früher als Problem angesehen habe zumindest, wenn man jetzt zum Beispiel auf OpenSea geht und dann geht man auf so eine Collection und dann weiß man eigentlich gar nicht, was man kauft. Und in gewisser Weise ist es jetzt auch nicht so unterschiedlich, wenn man zu Vivi geht. Also ich habe von Stories gehört, dass Leute jetzt auch geglaubt haben, dass sie JPEG gekauft haben. Die haben Dass sie was? nicht kapiert, dass sie ein JPEG gekauft haben. Also Ehrlich? ein Bild. Ja. Also die Krass. oder was auch passiert sein kann, die haben gedacht, dass sie das Ding jetzt physikalisch geliefert bekommen oder sowas. Ja. Nein. Oh nee. Und es sind von mir ist auch Corner Case, aber aber ist es nicht schade, dass du eigentlich auf so einen Marktplatz auch jetzt wie Stacker gehst und das erste, was du siehst, ist ein 2D-Bild? Ja. Wäre es eigentlich nicht schöner, wenn man ein Video sehen kann von dem Collectible? Und das ist diesen Fun würde ich gerne wieder reinbringen. Und dazu bräuchte ich eigentlich diese Videoplattform, damit die Leute fleißig uploaden und dann taggen. Und man könnte dann übrigens auch ein Video auch tippen. Oh, das ist aber ein geiles Video bei der Partner Statue. Ich bin Partner Statue Holder. Dem tippe ich jetzt mal 10.000 Omi-Token oder sowas. Und da könnte man so eine kleine Economy mit Augmented Reality Videos machen. Aber ich würde die dann natürlich auch benutzen, um die bestbewertesten Videos in so einem Loop zu zeigen. Ja? Das heißt, wenn man, das war auch ursprünglich die Idee, dass wenn man auf die Partner Statue Webseite geht, also Landingpage nenne ich es jetzt mal, dass da alles Relevante zu finden ist über die Partner Statue. Es wäre ja durchaus denkbar, dass die Top-Holder automatisch den Content pflegen würden. Die würden vielleicht
Nachrichten einpflegen, falls irgendwas, jetzt vielleicht die 23-Nachrichten, weil das jetzt irgendwie zu dem Thema passt. Die würden vielleicht sogar die besonderen MINT-Nummern highlighten und man könnte fast wie so eine Fanclub-Seite machen. Aber was immer dazu gehört, sind Augmented Reality-Videos und Bilder. Und das würde ich erwägen, zu gucken, ob wir das machen könnten. Und dann würde ich das eigentlich gern so einbinden, dass wenn jemand halt auf den Marktplatz zum Beispiel auch geht, dass er jetzt nicht nur dieses WW-Stockfoto sieht, sondern auch ein Augmented Reality Video abrufen kann. Das Da ist so ein könnte bisschen, was ich mir. Das definitiv, glaube ich, dass das auch mehr User abholt. Also ich ärgere mich auch oft, wenn ich jetzt nicht im Webbrowser bin, am Laptop bin oder irgendwas, und dann kommt ein Drop, der bevorsteht, und dann lese ich irgendwo auf Twitter /X irgendwie, ja, sieht gut aus, sieht nicht gut aus, und ich habe keine Ahnung, weil ich gar nicht in der Web-App zum Beispiel oder allgemein in der App auf dem iPhone oder so gar nicht sehen kann im Preview, wie sieht eigentlich das Teil aus, was ich da jetzt kaufen will. Ne? Also wir waren ja alle ganz heiß, zum Beispiel Chris und ich, auf Venom und Carnage, und wir haben immer gerätselt und überlegt, wie sieht der denn aus? Und dann kamen halt die ersten irgendwie, boah, der sieht voll geil aus. Und ich saß so da und ich konnte irgendwie nicht ans Laptop an dem Tag, glaube ich. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, wie kann ich mir den denn jetzt angucken? Ich kann mir den gar nicht angucken, weil in die App erlaubt ist. Ja, irgendwas, um den mal zu sehen. Ne? Und in der App kannst du nicht angucken, das Preview. Und dann musst du irgendwo an den Laptop ran, um dann da über die Web-App dir das angucken zu können. Ne? Und das finde ich, ist schon ein Schritt viel zu viel. Du musst gleich in die App reingehen können und sagen können, ey, der sieht geil aus, den will ich haben. Ja, so. Und das wäre ja, dein Weg wäre so ein Schritt in die Richtung, ne? Dass man schon im Voraus oder überhaupt einfach, wenn ich das Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, ja, kaufen will, das Collectible oder was auch immer, dass ich schon gleich sehen kann, was kriege ich da eigentlich. Ja, das ist ganz wichtig eigentlich. Ist ja wie mit jedem anderen Produkt im echten Leben auch. Also wenn du dir irgendwas kaufen willst, dann willst du es sofort sehen. Du willst nicht nur ein Poster davon sehen oder irgendwas, ne? Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, was bei Blackpink am Ende so passiert ist. Blackpink hat wohl sehr stark beeinflusst, wie diese Werbung dazu aussieht. Und ich glaube nicht, dass der Standard Blackpink-Fan verstanden hat, was das ist. Also, das stimmt, das hatte ich auch das Gefühl. Ja, und da fehlt einfach das Flexing. Ja. Also die sehen so gut aus teilweise, die Collectibles. Das muss man jemandem zeigen dürfen vorher in einem Video. Ja, also weil es jetzt am einfachsten. Und dann steigt auch die Kauflust. Das Video kann ja dann auch getaggt sein. Da steht dann halt, bleibe jetzt bei Partner Statue, dann klickst du auf den Tag und dann landest du halt auf der, ich sag jetzt mal, Fanpage / Marketplace. Ich habe so einen richtig geilen Daily Use Case. Ja? Manchmal sitze ich da an der Vivi-App so und mein Sohn, der guckt dann halt so mit drauf und der weiß inzwischen auch schon, wenn ich in Vivi drin bin, weiß er, da gibt es Superhelden. Ja? Und ist es wirklich so, also das ist ein richtiger, echter Use Case eigentlich auch. Also er guckt so und sieht so, und dann sieht er diese Bilder und dann sagt er mal, was kann der, was macht der? Und dann muss ich erst mal reinklicken, gucken, ne, bis das geladen ist und so weiter, und dann kann ich meinem Sohn erst zeigen, was das Ding so kann, ja, und wenn ich da jetzt aber einfach scrollen würde und gucken könnte, so, ey, mein Sohn, der bräuchte ja gar nicht fragen. Natürlich ist es auch cool, dass er fragt und sich interessiert, aber das wäre so ein typischer Fall von ein Schritt weniger wäre viel, viel mehr wert, ne, weil man dann direkt sehen könnte, was kann dieses geile Teil eigentlich schon irgendwie, ja. Ja, und ich würde jetzt nochmal dazu sagen, ich würde gerne also natürlich auch User-Videos da highlighten, ja. Also Ja, klar. natürlich sollte Vivi auch sowas produzieren, aber auch im Notfall die besten User-Videos. Nimm mal Max Omihomie, ne? Und Falcon, die machen ja so geile AR-Videos. Ich schmeiß mich da jedes Mal weg. Ich habe da so viel Spaß dabei, mir den Kram anzugucken, weil das einfach geil gemacht ist. Es ist natürlich trashy auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem einfach so lustig. Und das ist Zeug, das muss gefeatured werden, damit die Leute sehen, was du für lustige, coole Sachen damit anstellen kannst. Ne? Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre es genial, wenn man halt immer sozusagen das Video angezeigt bekommt, was momentan so das beliebteste überhaupt ist. So. Ich glaube, das wäre tatsächlich am geilsten, wo halt die meiste Interaktion ist, weiß nicht, wo die meisten Likes oder die meisten Kommentare sind, dass sozusagen auch
das, wo wirklich am meisten Arbeit hintersteckt und was vielleicht auch wahrscheinlich qualitativ dementsprechend am besten ist, dann halt auch wirklich auf dieser Frontpage zu sehen ist und du dann halt sagen kannst, okay, du machst Genau. irgendwie noch ein Fenster auf und da siehst du dann halt irgendwie noch dann halt andere sehr gut gerankte Bilder oder Content halt einfach dazu. Ich glaube, das wäre schon echt ziemlich, ziemlich cool, wenn man das so gestalten würde, weil man, ne, wie schon Enrico sagt, halt einfach dadurch einfach auch so einen Eindruck bekommt, was kann ich damit denn eigentlich machen? Das ist, glaube ich, vielen, Ja. wie du schon sagst, ne, nicht ganz bewusst einfach. Ich Und habe das kann übrigens auch im Loop laufen. Das Genau. könnte ja auch sein, da läuft Ja. der erste 20 Sekunden, dann ist das Video zu Ende, dann kommt das zweitbeste Video, Oder dann so, das ja. drittbeste Video. Ich glaube, Aber gut, ich freue mich, dass ihr das gut findet, weil das war die Ja, du ursprüngliche kannst, Idee von Stacker, ja. das ist ja, du holst ja damit auch die Leute richtig ab. Das ist ja das Problem. Wir haben ja, genau wie du vorhin gesagt hast, dieses JPEG-Problem. Die Leute, ja, wenn du jetzt mal versuchst, jemanden hier onzuboarden, ja, bei Vivi, dann sagst du, hier, guck mal, ich habe hier NFTs. Dann sagt er, oh, das ist doch dieses Zeug hier, da wäre ich doch noch abgezogen und so. Dann zeigst du ihm ein paar Bilder, dann sagt er, Genau. oh nee, was soll ich mit diesen Bildern, ne? Aber wenn du ihm sofort irgendwie zeigen könntest, guck mal, das ist ein NFT und das kann ich damit machen und das sieht er innerhalb von 1-2 Sekunden und nicht erst durch 5 Klicks, dann hast du ja den Genau. User, den neuen User sofort abgeholt und der denkt sich, boah, das ist ja eigentlich viel geiler, als was ich gedacht habe, so. Und der ist einfach dann auch noch positiv überrascht. Es gibt so viel Friction. Es gibt so viel Ja. Friction, wenn du musst erst jemanden, also früher vor allem, ne, musstest du erst jemanden sagen, geh auf die in deinen App Store, lad die App runter, dann lad dir Gems, dann such das Ding und dann kauf es oder sowas. Und zwischendurch noch registrieren, ja. Oder dann noch KYC machen im besten Fall, ja. Das sind so viele Schritte, wo das dann der Kauf abbrechen kann am Ende. Mhm. Ja. Und eigentlich muss das ja so wie Amazon sein. Du legst dir das Ding in den Warenkorb und dann kannst du 'n Checkout machen: „Ah, ich bin noch nicht Kunde und jetzt werde ich Kunde.“ Das heißt, dass solche Flows, ich meine, das wird auch der Vivi 2.0 bestimmt einfacher gemacht werden, aber, wir werden da auch dran denken. Also, ich glaube, dass man die Leute da anders abholen kann. Also, ich freue mich, dass ihr das so 'n ähnliche Meinung habt. Das bestärkt mich dann, das auch so zu machen. Ja, Ich habe sogar gestern noch mit einem Bekannten gesprochen. Der hatte mir Videos geschickt. Der ist auch so ein technisch versierter Typ. Und der hatte mir Videos geschickt der wollte Online-Werbung machen bei Facebook, bei Instagram etc. Und hatte dazu ein Werbevideo gemacht. Und in dem Werbevideo waren aber gar keine Menschen zu sehen. Und das ist das, was ich halt, fand ich jetzt gerade witzig mit dem Blackpink-Argument. Die Leute, die damit noch nichts zu tun haben, wir feiern das, wenn wir Metaverse live sehen, aber wir wissen ja, was der macht. Aber die meisten Leute, wenn die offizielle Werbung sehen, jetzt von Vivi Collectibles über Marvel oder sonst was, die haben gar nicht diese menschliche Interaktion mit drin. Da sieht man dann ein Bild von einem 3D-Modell und hey, das könnt ihr jetzt sammeln, aber da fehlt dieser menschliche Faktor, erstmal diese emotionale Bindung, die wir Sammler ja eigentlich voll haben, deswegen zahlen wir ja viel Geld für gewisse Sachen. Das fehlt da total. Und dann halt wirklich dieser Use Case, was kann man denn damit machen? Und ich denke mir mal so ein paar Sachen, die ich vom Metaverse Live sehe, oder hier der Vivi-Meister, der hat ja auch ein paar coole Videos mit seinen Kindern gemacht. Obwohl, wenn man das jetzt so, wenn man die Production Quality sieht, die ist total schlecht, aber manchmal denke ich, das würde viel besser ziehen, weil Leute würden sehen, ey, ich kann ja Spaß damit haben, ey, meine Kinder haben Spaß damit, ey, das ist cool. Anstatt, dass man einfach nur ein Bild sieht, hier ist ein Collectible, das kannst du sammeln und alle so, ne, ich glaube bei Marvel, da war das doch dieses Marvel Unlimited Special. Da konnte man dann einen Black Panther oder so bekommen. Ich bin der Meinung, 90% der Leute hatten keine Ahnung, was das ist. Easy. Und die anderen 10 hatten nur eine Ahnung. Also da bin ich auch absolut der Meinung, dass sowas exorbitant viel helfen würde. Es wird auch viel mehr Leute anheizen, Content dazu zu machen. Also so vor meinem inneren Auge sehe ich so eine Art TikTok mit Vivi AR-Videos. Das wäre halt mega cool. Also ich Definitiv. bin übrigens auch beim TikTok-Format. Also ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber für mich ist das auch ein TikTok-Format, wo du einfach nur scrollst und die Videos angezeigt bekommst. Ja. Cool. Wie steht ihr eigentlich zu, welche Funktion fehlten auf der Vivi-App am meisten? Oder ich schlage jetzt mal eine vor und dann würde ich mal gerne eure Meinung hören. Was mir fehlt, ist Shared Augmented Experience. Was ich Ja. damit meine ist, wenn man sich mit jemandem trifft, man
beide haben die App und dann könntest du eigentlich auf dasselbe Objekt schauen. Du bist im selben Raum, aber von unterschiedlichen. Du musst es nicht auf einem Screen machen, ja, sondern du kannst halt, also im besten Fall natürlich kannst du zu jemandem nach Hause gehen und der hat dann halt seine Collectibles aufgebaut und dann müsstest du nur die Vivi-App öffnen auf dem anderen Smartphone und dann würdest du einfach die Collectibles im Haus sehen. Das sind so Sachen, die mir extrem gut gefallen würden. Also könnte ich dann aber, also ergänzend dazu würde ich noch sagen, wäre es richtig geil, wenn du dann halt natürlich auch von beiden Handys aus Collectibles platzieren könntest. Das heißt, ich share jetzt zum Beispiel mit Chris das zusammen und Chris kann Collectible placen und ich sehe das und ich kann Collectible placen und er sieht das. Also wir können sozusagen live Collectibles placen. Das wäre, glaube ich, was jedenfalls die Sparte Augmented Reality angeht, richtig geil. Also Ja. das So wäre ein schon. Müsstest du im selben Raum sein? Müsstest du im selben Raum sein, um das zu machen, oder würdest du es auch gerne, könnten wir ja auch so einen Videocall machen? Am besten nicht, weil im selben Raum, wir sind alle Ja. voll weit auseinander. Also wenn ich jetzt mal uns hier nehme, ich bin voll weit weg von Enrico, Enrico ist voll weit weg vom Captain und Captain ist wiederum voll weit weg von mir. Wenn wir drei uns sehen wollen, ist es eine riesige Reise. Wenn wir jetzt aber zu dritt über einen Videocall das machen könnten, wäre das mega geil. Ich glaube, die Option, beides zu machen, wäre geil, weil ich glaube auch, dass es auch, wenn du natürlich in Real Life irgendwie dann, also dann bist du ja fast wie in so einem, jeder hat sein Handy und man spielt halt irgendwie so ein bisschen mit seinen Figuren rum. So, ich glaube, das ist schon eine coole Funktion, die auf jeden Fall Mehrwert bieten würde, bin ich der Meinung. Ich würde das schon wieder weiterspinnen. Ich sehe jetzt schon sowas wie heißt das, was du mal spielst? Das Marvel Snap, glaube ich, ist das, ne? Snap, ja. Was jetzt habe ich richtig auch geil gehört, wär. das hat mich süchtig gemacht. Ja, was ich mir jetzt, aber das ist wieder schon, das ist jetzt gesponnen, ja, das ist schon sehr weit gesponnen, aber wenn du jetzt ein Collectible hast, wo du sagst, okay, ich place meins irgendwie, also in unserem Stream Room oder was auch immer, Chris plays seins und dann hat jede Figur seinen eigenen Wert und dann kann man zum Beispiel Hulk versus Wolverine, ja, irgendwie fighten lassen und der eine hat halt den höheren Wert, dann gewinnt der oder so. Irgendwie sowas wäre auch witzig, ne? Also so eine AR-Version eines eigenen Figuren-Battles oder sowas zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, ich finde die Idee gut und ich würde es vielleicht sogar nochmal, sag ich mal, genauer definieren. Im Prinzip müssten die Licensors erlauben, dass ihre Figuren auch mit AI enhanced werden können. Oder was ich damit meine ist, dass die einen Skeleton haben könnten. Ja, also ich glaube, das ist eine relativ teure Funktion, was Cryptoys halt bei jedem ihrer Collectible hat und damit können die sich auch bewegen. Ja, Ist das ist so? ja deren Innovation. Ich habe es gehört. Ich Okay. habe die ja nie selber in 3D benutzt oder sowas. Aber das macht ja AI für umsonst inzwischen. Ja, das heißt, Vivi hat das jetzt vielleicht nicht vorgesehen bei jeder Figur, aber die könnten jetzt quasi ein Skeleton einführen und der Licensor würde dann einfach erlauben, ja, meine Figur darf mit AI enhanced werden und das heißt, die könnten sich dann zum Beispiel bewegen oder battlen. Und da bin Mighty ich ist Stichwort. voll, genau, ja, aber da bin ich voll bei dir. Man müsste das quasi der Licensor müsste erlauben dürfen können, dass seine Figuren in gewissen Environments benutzt werden können. Ja? Und jetzt gerade so ich hätte auch wahrscheinlich Spaß an so Minispielen. Und es ist nicht mein Beispiel, aber ich fand die Idee extrem gut. Kennt ihr diese Power Wash Simulator? Die gibt's auf einem PC-Spiele oder selbst auf der PlayStation, glaube ich. Und das ist einfach man hat so einen Kercher und kann sein Auto reinigen. Und da gibt es so Videos auf YouTube, habe ich gesehen, wo die das so eine halbe Stunde machen. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest deine Collectibles sauber machen. Also du könntest im Prinzip. Ich weiß nicht, ob darauf so alle Bock haben. Ja, aber überleg mal, Doch, da ich gibt es hätte so Bock ein drauf, Alter. Ich hätte Bock drauf. Schlammprogramm. Du hast dann deine ganzen Golden Moments, die sind jetzt voller Schlamm. Und jetzt kannst du mit dem Kercher hergehen und das natürlich noch in Augmented Reality
reinigen oder sowas. Also mit so einer VR-Brille oder sowas Mhm. wird das Spaß machen. Das ist Ich zum sag Beispiel sowas, was ich mir vorstellen könnte. Das wäre Also, schon wenn die Fun Game. natürlich dann auch so golden glänzen, glaube ich, kann das auch schon was sein, was echt, sehr anziehend wirkt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar kein Potenzial hat. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. O aber ich weiß ehrlich gesagt, also, ich weiß nicht, ich persönlich könnte mich da jetzt nicht drin sehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das dann trotzdem total feiern würde, wenn's halt Nicht da wäre. unterschätzen. Ich habe Ja, letztens deswegen, ich Nachrichten kann's nicht einschätzen. gesehen, das erfolgreichste, was war denn das? War das auf Steam? Gerade dieses irgendwas mit Bananen, ist der erfolgreichste Steam-Titel aktuell, ist irgendein Free-to-Play, Bananen, Schieß, irgendwas, totaler Schrott, absoluter Superschrott, aber das spielen irgendwie Millionen Leute auf der Welt, wo du Krass. dir auch denkst, warum macht man das? Aber das spielen die Leute einfach. Das Ja ist, gut, ich meine, das Und ist wahrscheinlich so 'n bisschen wie Farming Simulator oder so was, ne? Ich meine, im nee, das ist Endeffekt so ganz ja, einfach. Du hast da oder unten, ich muss mal googeln. Ich weiß nicht, das haben sie letztens irgendwo, habe ich das, da habe ich so ein Video über, wer hat das gemacht? Ach, das hat einer meiner Streamer, die ich ganz gerne gucke, oder YouTuber, der hatte sich darüber lustig gemacht, weil er auch gedacht hat, dass das eigentlich nur Quatsch sein kann, dass das nicht ernst zu nehmen ist, aber es ist ernst zu nehmen, weil wirklich dieses Spiel Millionen von Leute abholt und das ist ein ganz simples Ding. Das ist einfach nur irgendwas mit Bananen rumschießen oder was. Also so ganz simpel. Du machst einen Klick oder ja. 2 Klicks und das die ganze Zeit. Und die Leute spielen das, weil es simpel ist, weil es Fun ist wahrscheinlich, macht süchtig, keine Ahnung. Also Ja, du darfst nicht unterschätzen, was die genau. Simplizität bei Dingen, wie sehr das die Leute anheizt. Ja, Ich würde noch deswegen, gerne eine Sache dazu erwähnen. Das ist ja. natürlich jetzt nicht Vivis Aufgabe, so ein Spiel zu programmieren. Nee, Vivi gar muss nicht. halt das Framework bauen und dann gibt's halt irgendjemand, dann kommen hunderte von witzigen, hunderte Ideen und eine davon wird halt so witzig sein, dass sie einen Durchbruch hat oder Mhm. sowas. Aber man muss natürlich den Spieleherstellern oder jemanden, der mit Unity programmieren kann, einfach erlauben, dass er diese WW-Assets benutzen darf. Also wenn man das irgendwann mal so regeln könnte, dann werden wir alle viel mehr Spaß mit den WW-Collectibles haben, weil du vielleicht jetzt nicht den Power Wash Simulator magst, aber du willst gern, habe jetzt kein besseres Mighty White Beispiel, Wolf. aber Mighty Weitwurf. ja, jetzt mache ich aber noch ein anderes witziges Beispiel, das mir als Spiel eingefallen ist. Ah, nee, also eins, was würdet ihr davon halten, wenn ihr so ein, wie heißt der nochmal, diese Saugroboter, ähm, ähm, wenn man da so einen QR-Code draufkleben könnte und dann würde die Kamera da ein Collectible, zum Beispiel den R2-D2 drauf projizieren. Und der wird dann aber so durch deinen Raum saugen. Ja. Das wäre geil. Äh, Das finde ich extrem ist ja eine nice. witzige Idee eigentlich, ey. Was für geile Ideen, ey. Also, ich sage ehrlich, das ist, glaube ich, so fast mit einer der coolsten Ideen. Also, erst recht, ich glaube, ich fühle das halt einfach auch als Star Wars-Fan so. Imagine, du kommst halt nach Hause mit deiner Augmented Reality Brille so und R2D2 staubsaugt bei dir so. Das ist, also, ganz ehrlich, ist einfach mega geil, wenn aber ich mir das so vorstelle. oder noch besser, du sitzt, oder nicht noch besser, aber ähnlich, du könntest in deinem Wohnzimmer sitzen und deine Collectibles können tatsächlich gewisse Routen fliegen. Ja? Also du bist halt einfach und dann kommt jetzt halt irgendwann mal von mir das R2-D2 vorbei oder ein X-Wing oder TIE Fighter. Fliegt Ja. einfach mal so eine Bahn, vielleicht machen die so einen kleinen Fight und das sind dann irgendwie so vorprogrammierte Sachen oder zufällige Sachen, die dann in deinem Haus passieren. Und dann komme ich wieder zu dieser Shared Augmented Reality. Das müsstest du mit deinem Handy sehen können oder ein Kollege, der neben dir sitzt oder ein Freund. Oder du kannst es mit deinem Handy oder ja, Augmented Reality sehen. Und wenn das irgendwann mal so funktionieren würde, und ich habe auch schon solche Augmented Reality Apps gesehen, die genau in diese Richtung gehen, nochmal, versucht jetzt die Vivi Collectibles reinzunehmen und dann werden wir alle extrem viel Spaß haben mit Vivi Collectibles. Ja. Ja. Also ich Definitiv. finde, man merkt es ja immer noch, also ich finde, ein super Beispiel ist einfach Fortnite. Ich bin ja jemand, der schon seit Jahren so spielt, mal mehr, mal weniger. Ich habe schon eine riesen Collection, weil ich eine Zeit lang alles an Marvel und DC einfach gekauft habe. Seitdem ich in Vivi bin, habe ich mehr oder weniger das sehr eingestellt.
Weil ich dann gesagt habe, so, warum soll ich noch was für ein Spiel kaufen, wenn es gelöscht ist, ist alles weg, wenn ich doch tatsächlich Sachen als NFT kaufen kann. Muss aber auch immer wieder sagen, also gestern war ich wieder drin und habe mit meinem Sohn ein bisschen gespielt. Da habe ich mir auch gedacht, das ist so verrückt, da ist gerade so viel Zeugs drin. Da ist gerade Dragon Ball im Store, da ist gerade X-Men im Store, da ist gerade noch so anderes Marvel-Zeugs. Also so viel, wenn ich mir das alles holen wollen würde, wären das hunderte Euros gerade. Dann habe ich mir gedacht, krass, und das ist doch nur dieses eine Spiel. Du würdest das jetzt machen, weil du einfach in diesem Spiel diese Sachen hast und die ja nicht mal passend sind. Also ein Spider-Man, der rumrennt und rumballert, ist nicht mal richtig passend. Aber trotzdem ist das geil, das zu haben. Und wenn man die Vivi Collectibles jetzt wirklich für mehrere Sachen benutzen könnte, selbst wenn das auch so kleine Games sind, da wäre halt dieser Spaß mit damit verbunden. Ich glaube, das wäre so ein Antrieb. Das würde auch so viel mehr Spaß machen, weil die AR-Funktion, ich finde die cool, aber ich muss sagen, zurzeit ist das Handling der AR-Funktion noch einfach zu kompliziert. Das ist so das Hauptding. Ich kann nicht mal eben meinem Jungen sagen, setz dich mal dahin, wir machen jetzt kurz das und das, weil kurz ist nicht. Ich muss dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren und ihn am besten erstmal was anderes machen lassen. Und wenn das einfacher wird und man auch mehr Sachen damit machen kann und irgendwie Gamification mit reinkommt, fände ich das super krass gut. Ja, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Es war jetzt nicht direkt AR, aber das liegt nicht weit entfernt von dem, dass man das damit einbinden kann. Es gibt ja schon ein Spiel von Disney, ich weiß nicht, wer der Publisher ist, aber es gab ja dieses, wie heißt es, Disney Infinity. Da konntest du ja auch so Figuren kaufen, die einen NFC-Chip drin hatten, und dann konntest du die Figuren, die du gekauft hast, im Spiel benutzen. Ich meine, das ist schon da, also das ist nichts Neues. Das gibt schon dieses in Infinity, das gab es, glaube ich, schon vor 10 Jahren oder was. Ich weiß nicht, wie lange, also da gab es, glaube ich, schon 2, 3 Versionen. Also wenn man das einfach übertragen würde, man würde jetzt sagen, okay, Disney nimmt jetzt nicht diese Plastikfiguren aus dem Laden und bietet die für so ein Spiel an, sondern die bauen halt genau so ein Spiel mit einem AAA-Entwicklerteam, ja, die halt einfach nur die NFTs eben einbinden können in so ein Spiel. Und dann kannst du sozusagen in einem Game auf einer Konsole deine NFTs benutzen, ja, anstatt diese Plastikfiguren. Oder lass es auch nicht unbedingt, es muss ja nicht mal die 1:1 Figur sein. Also es muss nicht sein, dass es die gleiche Figur ist, die ich bei Vivi drin habe, sondern die steht sinnbildlich dafür, ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen R2D2 im Game haben will, dann kaufe ich mir bei Vivi einen R2D2, der vielleicht in Gold so wie ein Golden Moment aussieht, aber im Spiel vielleicht abgewandelt ein bisschen anders. Aber damit gewinnt er trotzdem an Wert und Wichtigkeit, weil ich da ein Ding habe, was ich nehmen kann. Ich kaufe es, kann es mir in Vivi angucken oder kann es benutzen für AR-Spaß und als Collectible zum Sammeln, aber kann es auch zum Beispiel in einem Computergame dann übertragen, zwar nicht 1:1 das gleiche Teil, aber kann dann sagen, okay, ich kann den R2D2 freischalten, ja, den speziellen. Sowas gibt es eigentlich schon, das ist nichts Neues mehr. Sowas dann zu übertragen auf Vivi oder mit Vivi zusammen mit der ganzen Plattform, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass das machbar wäre, gar nicht so schwierig. Weiß nicht. Ich bin bei dir. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Disney Infinity hieß das, glaube ich. Das war Infinity. Ich habe da hier um die Ecke, bei mir liegt noch tatsächlich die Plattform davon rum. Wir haben das auch gehabt mit zig Figuren. Ja, genau, Disney Infinity. Das ist im Prinzip eigentlich das gleiche in grün und das gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange es das gibt. Also es gab es ja schon zu meiner Zeit, warte mal, hier aber es wurde eingestellt, ne? Die Server sind aus. Ja, gut, aber jetzt nimm mal die gleiche, also natürlich bin ich jetzt kein Programmierer, aber jetzt nimm mal ähnliche Plattform, nimm anstatt Plastikfiguren, die einen NFC-Chip haben, nimmst du einfach ein NFT, was irgendwie, wie sagt man, ähnlich abgerufen werden kann, was sich mit dem Game verbindet, und dann ja, weiß ich, zum Beispiel, du hast so ein kleines Teil an Hardware, entweder machst du das über Hardware und legst dein Handy rauf und dann kannst du die Figur quasi im Spiel abrufen, oder du connectest Vivi mit dem Game und kannst, das Game ruft die Vivi-Wallet ab und sieht, okay, du hast einen R2D2, cool, dann kannst du den in diesem Spiel freischalten und kannst den benutzen, sowas irgendwie, ne? Ich glaube, das ist nicht so weit weg, also vielleicht hat sich das in dieser Hardware-Version, so wie es gab, einfach nicht gut verkauft, weil die Leute da auch noch nicht bereit dafür waren für so ein Feature. Ne? Also das ist ja auch oft, funktionieren ja Dinge nicht, wenn die Leute noch nicht dafür bereit sind. Aber wenn sich das so etabliert,
dass das was Also man, Cooles ist und die Leute Bock drauf haben und Fun damit haben, dann kann das funktionieren. Ne? also Keine man Ahnung. könnte zum Beispiel die Connection mit deinem Vivi-Account könntest du ja heutzutage technisch so machen. Die Vivi-App wird einen QR-Code scannen. Also das, stell dir mal vor, du spielst ein PlayStation-Spiel und du willst jetzt Vivi-Assets benutzen. Und dann würdest du einfach den QR-Code scannen und dann bestätigst du auf deiner Mobile-App, ja, das bin ich. Genau. Und, Ja. und zu dem Zeitpunkt dann hast du es connected mit deinem PlayStation-Account und dann darfst du halt deine Vivi-Assets benutzen. Ja. Das wäre Also das natürlich wäre ein auch ein Traum. Use Case, so, ne? Ein richtig geiler Use Case. Und da frage ich mich tatsächlich, warum sowas noch nicht öffentlich vielleicht mal rein als Gedanken irgendwo an irgendeiner Form irgendwo aufgebracht wurde. Also warum das noch nicht so ein Thema ist, das wundert mich, weil das ja eigentlich ein ganz offensichtliches Ding wäre, wo du Vivi Collectibles oder allgemein NFTs einfach einen Mehrwert bieten kannst. Ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass die Gaming-Branche das bewusst zurückhält oder keine Ahnung. Also das wäre für mich so das Offensichtlichste, was man eigentlich als allererstes machen könnte. Ne? Also ich habe keine echten Insights, was da passiert. Aber ich weiß, dass es ein Thema natürlich ist und jetzt auch diese Ubisoft-Sachen, die sind ja schon da aus einem gewissen Grund. Und ich würde aber sagen, dass Vivi sich darf nicht in der Rolle sein, dass die das alles einzeln vermitteln. Es müsste es halt wie eine Plattform sein, wo das Game anfragen kann, ich würde jetzt gern ein paar von neuen Collectibles benutzen. Und das ist dann eigentlich der Licensor, der das eigentlich erlauben sollte. Ich glaube, das ist der einzig wahre Weg. Und Disney wird halt nur für familienfreundliche Games das erlauben. Ja, also das ist ihr gutes Recht, dass sie es halt bestimmen können, wo die benutzt werden. Aber es sind Sachen, die, ich weiß nicht, wie hoch die Priorität sind, aber die sind mit Sicherheit ein Thema. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, definitiv. Mal eine Frage noch an dich, Prophet. Suchst du eigentlich noch Webflow-Developer? Fragt hier einer aus dem Chat. Webflow-Developer. Also, nee, ich meine, aktuell haben wir ein Team, was wir suchen aktuell auf einem höheren Level Blockchain-Developer. Okay. Ja, gut. Also, wenn ihr Blockchain-Developer seid, dann meldet euch auf jeden Fall gerne mal beim Prophet. Vielleicht wird das ja dann noch was. Geht das auch? Ich glaube eher nicht. Ein kleiner Spaß, Mann. So, wir sind jetzt schon ziemlich spät oder wir haben schon ziemlich viel auf der Uhr mittlerweile. Und eigentlich so das Wichtigste ist jetzt tatsächlich noch kurz bevor, und zwar nämlich das Auslosen des Giveaways. Deswegen würde ich sagen, ich springe mal ganz kurz hier auf den anderen Screen und lose das mal ganz kurz auf, weil mir war es wichtig, dass wir das live machen, dass nicht am Ende irgendwie gesagt wird, hey, es wurde hier irgendwie war abgekartet, das Spiel. Also hier auch nochmal für euch, das ist der Tweet. Alles richtig eingestellt. Wir klicken mal auf Continue. So, hier haben wir im Prinzip 77 Entries insgesamt. Ich werde dann im Prinzip die Person anschreiben, die hier gewinnen wird, ich würde sagen. Das Schauen ist wir so mal. verrückt, ne? Wenn das in so einer Gruppe wäre von richtigen Comic-Sammlern, dass du dann Spider-Boy 1 gegradet kriegen könntest, wäre einfach so 600 Entries oder so. Ja, ich meine, das haben schon viele mitgemacht. Also insgesamt wird jetzt hier einer gewinnen. Ja, aber du siehst halt einfach diesen Unterschied, das meine ich immer, ne? Da sind klar. so viele Leute, die eigentlich interessiert sein könnten, aber bisher ist die Schnittmenge noch nicht da. Ja, vielleicht musst du darüber auch nochmal ein Video machen, Chris, was das Comic denn eigentlich so drauf hat. Also. Hast du mitgemacht, Chris? Ja. Ich habe auch. Ich konnte doch nicht anders, Alter. Spider-Boy. Ich habe Spider-Boy 1 echt nicht viel zugetraut, aber die Reihe läuft echt gut. Die Leute sind von den Stories echt geflasht. Das ist echt krass. Also der kann sich tatsächlich etablieren. Das finde ich schon heftig. Deswegen würde ich sagen, lass uns schauen, wer hier heute das Ding nach Hause bekommt. Wie gesagt, hier ist es auch nochmal. Ich werde es dann nach Hause schicken. Genau. So, dann drehen wir mal hier das Ding und schauen, wer der wird. Nein. Ist dein Ernst? What?
Komm. Wie geil. Ich Ey, das glaub, ist schön, aber das sieht abgekatert aus. Nimm Das jemand ist, anderen. Komm. also das ist, Ja. also Aber Chris, bescheuert aus. musst du jetzt sagen, also, Nein, such jemand anderen aus. Und dann ja, glaubt kein Mensch, dass er sonst nicht abgekatert ist. okay. Mach mal. Also wenn jetzt Enrico kommt, das Nein. wäre krass. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Ihr habt gesehen, ich bin das komplett einmal durchgegangen. Also man kann das Clever, nicht Clever abwarten. Jerk schreibt gerade Rug Giveaway. Wir machen einfach nochmal Redraw. Let's go. Redraw. Mehmet, keine Ahnung, ich glaube, es ist ein Deutscher tatsächlich. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Ich Glückwunsch, werde dich Mehmet. anschreiben und dann werden wir alles weitere klären, was Versand und so weiter angeht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für deinen Support und fürs Mitmachen beim Giveaway. Und vielen Dank natürlich auch an jeden Einzelnen da draußen, der mitgemacht hat von euch und ja, das gesamte, beziehungsweise mich auch und meinen Channel supportet hat. Yes, ich würde sagen, Noch so viel für offene heute. Fragen, ne? Ja, wir haben noch eine Menge Fragen, aber Prophet, du meinst ja, du wärst bereit, auch nochmal gegebenenfalls wiederzukommen in diesem Jahr. Wäre das möglich für dich? Ja. Ich meine, du kannst, wenn du willst, auch noch mal gucken, ob da jetzt irgendeine interessante Frage oder eine brennende Frage ist. Ich gerne noch mal bereit, was kurz dran zu hängen. Also eine kleine Frage, die ich hätte, ich glaube, da reicht ein Ja, Nein. Kommt Stacker als eigenständige App eigentlich raus? Oder ist das geplant? Ich habe auch noch eine Frage. Eine muss ich dir noch stellen. Schön danach, Junge. Also Ja, danach. ist jetzt noch nicht ganz klar, aber ich vermute schon, wenn wir diese Stacker 2.0 bauen, wo wir ein Social Network dahinter bauen, also wir würden wahrscheinlich Farcaster nehmen, das Farcaster-Protokoll, dann würde sich das nicht mehr, also dann muss man eine Mobile-App bauen. Aktuell vermeiden wir es auch, damit wir jetzt nicht uns mit Apple quasi beschäftigen müssen. Aber ich sag mal, auf Dauer wird es wahrscheinlich eine echte App. Cool. Okay, cool. Danke dir. So, Enrico. Ja, ich hoffe, das geht cool, aber wahrscheinlich kannst du es. Also, ich weiß, kennst du Vault Value, die App? Ja, ich habe sie nie aktiv benutzt, aber mir ist es durchaus Genau, klar. also Aber mich würd nur interessieren, wir haben da ja, wir Sammler, wir hatten ja da den Vorteil, das weißt du wahrscheinlich auch, ne, da gab es einen Mint-Alert, wir leben ja davon, dass wir Mints sammeln und mich würde natürlich jetzt mal interessieren, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob man das kurz abbrechen kann, warum, er sagte zu mir, der Typ, der die macht, das ist momentan technisch von Vivi schwierig, da was zu machen. Deswegen hat er gesagt, er kann den Service nicht mehr bieten. Und daraus resultieren wäre meine nächste Frage, willst du sowas für Stacker auch mit aufnehmen? Weil mir brennt es in den Fingern, mir fehlt schon irgendwas, dass ich nicht mehr gucken kann oder nicht mehr schauen kann und jagen kann nach Mints. Kannst du dazu irgendwas sagen? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, diese Alerts, wir würden wahrscheinlich diese Analytics, die wir haben jetzt auf der Webseite, die werden auf eine Unterseite kommen, eine Subdomain. Der Plan ist, dass die pro.stacker.world heißt und die Seite wird ausgebaut und Persman muss ein paar Omi haben und damit man Zugang hat. Also wir wollen das so ein bisschen so wie Remake nicht quasi. super kompetitiv machen. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie viel die jetzt als Threshold hatten, aber 200, im Prinzip wollen wir es für. $200. Okay, ja, also ich habe mir noch keine Zahl überlegt, aber die Idee ist, wenn man dann eine Stacker Wallet hat, dann wird man diese Pro Stacker Wallet benutzen können und diese Features, die wir jetzt dazu hinzufügen würden, sind sowas wie auch Alerts. Wir haben es jetzt halt alles so ein bisschen nach hinten geschoben wegen dem Marktplatz, aber mir ist durchaus bewusst, dass da eine Marktlücke ist. Und sage ich mal, in Zukunft, zumindest mit dem Offer, wirst du ja vielleicht trotzdem schon mal eine Möglichkeit haben, mit jemandem in Kontakt zu treten. Du kannst halt jemandem was anbieten und er kriegt eine Notification. Ja, Ja, genau, das, also das wäre das auch noch ist so eine ein Frage. kleiner, ich sage jetzt nicht Ersatz, aber damit kannst du zumindest proaktiv sein.
Ja, Also ich kann ähm, proaktiv mit dem dann auch mich austauschen oder ist das dann nur ein das, Button Offer und er kann accepten oder decline? ich sag mal so, wahrscheinlich ist am Ende so, am Anfang wird es vielleicht erstmal nur ein Button sein mit Accept und Decline. Aber ich sag mal so, wenn wir das Social Network bauen, dann wird es halt trotzdem einfach, sich mit dem in Verbindung zu setzen. Ja. Mhm. Cool. Ja, das ist nice. Das fehlt halt auch bei Vivi. Das haben wir jetzt in der ganzen Mhm. Unterhaltung voll vergessen. Dieser ganze Social-Aspekt ist halt auch ein absoluter Krampf. Also mich grault jedes Mal, wenn du Leute anschreiben willst. Der Feed ist, also der Feed funktioniert ja an sich noch irgendwie, aber das Ding ist, ich habe dann zum Beispiel, 300, 400 Abonnenten, was ja noch wenig ist. Also andere Leute haben 1000 Abonnenten, 2000 und wenn du eine Notification kriegst, du kriegst das gar nicht mehr mit. Also das heißt, ich selber kriege gar Mhm. nicht mit, wenn mich jemand anschreibt und ich versuche, Leute anzuschreiben und die kriegen es auch nicht mit und du kannst dann eigentlich gar keinen Deal machen, du kannst gar keinen Tausch machen oder keinen Kauf, Verkauf. Und Ja, sowas ja, brauchen wir auf jeden Fall, wenn das Stacker bieten kann, händeringend, weil das ist, davon lebt okay. ja auch die Ja, Community, ne? Der Austausch untereinander. Also das ist ja das Wichtigste mit. ja, ja. Ja, Ja, cool. cool. Gut dann. Das hört sich doch alles auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut an. Ich fand es auf jeden Fall ultra informativ heute Abend. Ich glaube, es war so fast mit einer der informativsten Abende, die wir überhaupt hatten bisher, in dieser Collector Series Reihe. Deswegen auf jeden Fall erstmal einen großen Dank an dich, Prophet, dass du dir heute Abend hier die Zeit genommen hast für uns und ja, wirklich eine Menge Fragen beantwortet hast, uns auch natürlich eine geile Expertise gegeben hast, was Stacker alles in Zukunft noch bringen kann, was für Möglichkeiten noch da sind. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Stream mit dir. Ich glaube, wir haben noch genug Fragen für mindestens fast zwei Ja, Streams eigentlich, würde ich sagen. Wir schauen aber ja, mal, einfach würde ich sagen. Ja, ja, danke, Captain. sehr Die gerne. Freude ist auf meiner Seite. Ja, Genau. Ja, ansonsten natürlich auch vielen Dank an euch beide, Chris und Enrico. Vielen Dank, dass ihr heute Abend auch wieder dabei wart. Und Danke, natürlich dass wir auch ein dabei großer sind. Dank hier an allejenigen, die dabei waren im Chat, aktiv Fragen gestellt haben. Sorry auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, nicht alles durchgehen konnten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt heute Abend noch alles durchgehen würden, dann ja, werden wir wahrscheinlich erst morgen fertig. Deswegen müssen wir einen Cut setzen jetzt mal und dann machen wir lieber nochmal ein V2 und beantworten da die meisten Fragen dann hoffentlich noch. Genau, ja, genau. ansonsten würde ich sagen, Prophet, hast du vielleicht noch zum Schluss irgendwie ein Schlusswort oder hast du alles gesagt für heute Abend? Ich habe viel gesagt, aber was könnte ich mal spontan sagen? Nee, also ich freue mich wirklich, was wir machen wollen, wir wollen wirklich was bauen, was benutzt wird und deswegen freue ich mich auch, dass ich mich mit euch austauschen konnte und, ich habe dann immer ein offenes Ohr, weil mein Interesse ist, dass es, die Community gut geht und, ich habe, WoW hat mir überhaupt Spaß gemacht wegen der Community. Also Hm. alles, was ich mache, ist, weil ich die Community toll finde. Und das waren jetzt auch in einem Auxerre-Event oder im New York-Event. Das sind Hm. wirklich tolle Sachen und dann kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er das sich irgendwie einrichten kann, mal auf so ein Event zu gehen und die Leute Absolut. kennenzulernen. Das ist wirklich toll. Und auch nochmal danke an dich, dass du wirklich so diesen Content macht ihr an euch alle. Also das ist wirklich, die WoW-Community ist einfach einzigartig, wirklich cool. Vielen Dank erstmal dafür. Das freut mich sehr und weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ja, ich meine, ich mache es persönlich aus demselben Grund auch wie du. Die Community ist einfach geil. Ich glaube, ich sage ehrlich, ich hätte es nicht durchgezogen, die 3 Jahre jetzt YouTube zu machen, wenn die Community nicht so nice wäre. Heute Abend hier die ganze Zeit 40 Leute im Stream. Wirklich, glaube ich, die ganze deutsche Community eigentlich am Start gewesen. Das ist halt schon auch wenn man zum Beispiel, das ist tatsächlich ein gutes Sprichwort hier oder ein gutes, ja, was Martin hier anspricht. Wir werden ja dieses Jahr auch wieder ein deutsches Vivi-Treffen machen in Naila. Am 5. Oktober ist das Ganze. Und natürlich bist du auch sehr gerne eingeladen, Prophet, wenn du da Zeit Cool. hast, es einrichten kannst. Wir können uns gerne auch nochmal privat austauschen, wenn du da Interesse hast. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, letztes Jahr über 20 Leute und man muss einfach wirklich sagen, es ist
ich freue mich jetzt schon darauf wahnsinnig wieder, weil es ist einfach eine geile Community. Man hat es ins Auxerre gesehen, wie viele Leute dabei waren. Es war ja eigentlich fast 50% Deutsche, Wir haben muss ja man den so sagen. Standort überrannt quasi Also mit den Deutschen. Ne? Also es ist einfach eine klasse Community, deswegen auch jeder, der jetzt hier dabei ist, noch nie auf so einem Event war, versucht es irgendwie einzurichten. Das ist wirklich, wenn ihr bei Vivi voll hintersteht, es ist einfach ein geiles Event, geile Leute. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Daher würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch Jungs für den sehr geilen Livestream. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao. Und immer schön